Und herzlich willkommen zum Stream heute wieder auf, ja, willst du mit mir gehen? Seid ihr da, Leute? Wieder eins in den Chat, wie immer, oder Rufezeichen, finde ich auch geil. Hey, vielen Dank, dass ihr alle wieder da seid. Ihr seid schon voll aktiv. Heute ganz was Tolles. Wir haben uns ja letzte Woche unsere Folge angeschaut, willst du mit mir gehen? Und heute schauen wir die Folge 6 an und wie schon angekündigt, habe ich da die liebe Audrey heute mit eingeladen. Freut sie euch auf die liebe Audrey? Rufezeichen im Chat, ganz viele Rufezeichen, wer sich auf die Audrey freut. Okay, also, was haben wir vorbereitet? Gar nichts im Endeffekt. Na, also wenn ihr Fragen habt, einfach raus mit den Fragen. Ich schaue eben jetzt so wie, ne? Und ja, geil, dass ihr wieder da seid. Ohne Spaß, es freut mich immer wieder. Es sind wirklich wieder 15 Leute da, das taugt mir komplett. Danke euch für den Support. Und ja, würde ich mal sagen, nicht lange schnacken, sondern machen. Und ja, liebe Audrey, sagen wir mal alle jetzt Feuer für die Audrey. So Special Effekt brauche ich jetzt eigentlich, ne? So, warte mal. Kann ich was machen? Hi Audrey. Wie geht's dir, Laffy? Ja, mir geht's gut, bin umgezogen, bin jetzt in einem Hostel drinnen, in einem Hostel in Ericeira. Da sind gerade die Gäste gerade reinkommen, ein bisschen unangenehm. Aber sonst ist das ganz gut. So, wie geht's dir, Audrey, eigentlich? Dein erster Livestream heute, wie geht's dir? Livestream. Also ich freue mich, es geht mir sehr gut. Ja, also ich habe die anderen Livestreams schon angeschaut. Ich war immer dabei und habe auch ein bisschen gechattet und freue mich jetzt so, ja, mit dir das zusammen zu machen. Super, das freut mich auch. So, der Chat ist schon allgemein voll Feuer. Genau, allgemein, Max, weil ich gerade deine Frage sehe, der Rossi, der ist schon im Süden, der ist am Surfen. Tut mir leid, Nams, Rossi ist leider nicht da. Aber heute geht es nicht um den Rossi, heute geht es um die Audrey. Also, wenn ihr Fragen habt, einfach fragen, gell? Also, da haben wir zum Beispiel eine Frage gehabt, das ist das, was uns ja allen interessiert, Audrey. So, du hast ja dich gegen mich entschieden. So, du weißt nicht warum, keine Ahnung, warum du den tollen Typen einfach mal einen Korb gegeben hast. Aber ja, erzähl mal, warum, wie kamst du deine Entscheidung noch einmal und was wir dann noch natürlich auch wissen wollen, so, was ist denn daraus dann geworden überhaupt so nach der Show? Sehr, sehr gerne. Also wie fange ich jetzt an? Ich glaube, es gibt ziemlich viel zu erzählen. Also man muss auch sagen, also der Laffy war den ganzen Tag da am Drehtag. Also er war der erste Kandidat. Das bedeutet, er war, ich glaube, um 7 Uhr morgens schon dabei. Und wir haben uns schon getroffen, ein bisschen kennengelernt. Und also er war einfach den ganzen Tag hinter die Kameras da. Also auch wenn ich die anderen Kandidaten getroffen habe, war Laffy immer irgendwo behind the scenes. Was ich sehr lustig fand, und das war auch immer cool, dass du dabei warst, weil du hast so eine positive, lockere Vibe und ich bin sehr, sehr froh, dass du den ganzen Tag dabei warst. Das hat es irgendwie viel einfacher gemacht, obwohl wir miteinander nie geredet haben. Also wir dürften gar nicht miteinander reden. Ich glaube, du hast es schon letzte Woche erwähnt. Und wenn wir das versucht haben, dann waren die Produktionsteam da und haben gesagt, ja, also ihr dürft es nicht, bitte, ja, stumm bleiben. Und ja, das war ziemlich lustig. Jetzt Genau. muss ich kurz unterbrechen, Ja, weil eine gerne. Frage kam vom Christoph. Was hast du dir gedacht, als du mich zum ersten Mal gesehen hast, als ich dann kam da bei der Show? Was war da deine Gedanken? Ich dachte mir so, okay, also ich glaube, das mit dem Outfit hat mir, also ist mir schon aufgefallen. Ich dachte mir so, okay, was trägt er jetzt? Also was ist das für ein Hut und ein Hemd? Und das war schon ein Gesprächsthema am Anfang. Und ich glaube, das war schon ein bisschen anders, als das in die Folge dargestellt wurde, weil ich
also ich war schon auf den Outfit fokussiert. Ich war schon sehr, sehr nervös, was ich jetzt sagen soll. Also ich war so in meinem eigenen Kopf. Und in die Folge denkt man, dass ich 3 Meter groß bin oder dass ich so riesig groß bin. Aber das war nicht in echt so. Also ich stand auf einem Hügel mit Michelle und wir sind dann runtergelaufen und du warst da, also auf dem flachen Boden. Und das sah so aus, als ob ich so riesig, riesig groß bin oder war. Und das ist in echt nicht so. Also ich bin 1,82, schon groß, aber ich glaube, das war nicht so diesen Riesenunterschied, Gar wie man nicht. denkt. Gar nicht. Also eigentlich wirklich, ich habe diese Frage wurde mir sogar gestellt, wie groß bist du? Das war sehr lustig schon wieder. Das wird wirklich viel thematisiert. Und ja, es sind im Ja, Endeffekt 2 Zentimeter, ne? Also 2 Zentimeter ja, ist nicht viel. Also, nee, aber ja, das war wirklich dieser Hügel, das war nicht optimal, das stimmt, ja. ja. Und ich habe das also gar nicht bemerkt, dass du schon ein bisschen kleiner bist als ich. Also das ist mir gar nicht aufgefallen. Und wir waren sowieso auf so ungerade Boden die ganze Zeit. Und ja, dann kam die Frage irgendwann vom Regisseur so im Interview. Ja, also stört es dich, dass der Laffy, sorry, dass der Laffy so kleiner ist als du? Und ich so, ja, ist er? Okay, habe ich nicht bemerkt. Also ich glaube, das war in die Folge ein größeres Thema als in echtes Leben, Ja, sozusagen. das stimmt, ja. Genau. Und dann haben wir so angekreuzt, das mit mir gehen. Wir haben beide ja angekreuzt, was auch cool war. Und ich war auch ziemlich nervös, weil ich dachte mir so, okay, was kreuzt er an und was soll ich ankreuzen? Ähm, genau. Und ja, dann hatten wir den ganzen Tag so zusammen, aber nicht so zusammen, weil wir nicht geredet haben. Und das war 14 Stunden lang. Ich glaube, man muss das auch sagen. Also die Folge war 1 Stunde lang und wir haben so viel mehr geredet, auch auf dem Kamera. Die haben viel mehr gedreht, als gezeigt wurde. Und deswegen war die verschiedenen Gespräche und Verbindungen, was ich erlebt habe, bisschen anders, als was man da sieht. Und ich glaube, das erklärt auch ein bisschen die Entscheidung am Ende. Ähm, genau, dann haben wir den ganzen Tag gehabt. Ja, beim Mittagessen, das hast du letzte Woche erzählt, das war auch ein bisschen komisch, dass wir auf 2 verschiedene Tische essen mussten und wir haben beide das Fisch bestellt, aber das war ja, Zufall, keine Ahnung. Dann sind die 2 Kandidaten gekommen und am Ende, also ich bin mit Michelle mit dem Boot gefahren. Also ich habe Nein zum Christian gesagt. Und dann sind Michelle und ich mit dem Boot gefahren zum Bootshaus. Und da warst du. Und ich wusste irgendwie, okay, Laffy wartet auf mich. Jetzt kommt der Finale und das ist jetzt zu Ende. Dann waren wir da, wir sind aus dem Boot gestiegen und ja, wir saßen alle gemeinsam da. Also da saß Michelle, ich und du. Und dann kam die große Überraschung. Also Michelle hat gesagt, ja, ich habe noch was für euch. Und ich dachte mir so, okay, sie bringt Blumen, sie bringt Schokolade, keine Ahnung, so eine Flasche Wein. Und dann kam Lukas raus. Und ich muss sagen, das war die größte Überraschung des Tages. Das war echt so überraschend. Also die haben mir immer gesagt, dass es nur 3 Kandidaten gibt von Anfang an. Und Ja. dann kam Lukas. Also das war nicht überraschend. Und das hat mir letzte Woche schon überrascht, dass du schon mit Lukas geredet hast, bevor ich angekommen bin. Das wusste ich gar nicht. Du wusstest gar nichts. Nein, das stimmt allerdings. Und das wussten wir. Wir wussten ja, dass du nichts wusstest. Das war wirklich sehr witzig. Also das war wirklich, also man sieht es auch in der Show, wie wir Schauspieler, Künstler, also unsere schauspielerische Kunst ist ja wirklich on point in dem Moment, ne? Aber ja, das war tatsächlich auch für mich eine Überraschung, weil ich wurde ja überrascht, als du mit dem Christian zum Boot gegangen bist. Da bin ich ja überrascht worden. Also ich war genauso überrascht wie du, nur halt off-cam. Okay. So, genau. Und es wäre auch lustig, wenn du genauso überrascht wäre Ja, wie ich. Also schade. ich glaube, Ja, ich finde es auch sehr schade, dass ich schon vorhinein überrascht worden bin. Also ich habe das dann auch gesagt, sehr schade, aber ja, was will man machen? Logistik und Produktion, das war auch das erste Wochenende. Genau. ja, Weil ich kurz auf den verstehe ich. Kommentar eingehen möchte, weil der Max hat gefragt, warum ich mich vor dir in der Show ausgezogen habe.
Ja, ich musste. Es musste. Es gab kein, Max, es gab keine andere Möglichkeit. Gab's nichts. Aber So, ich es nie gemacht. Also das war nie in meinem Kopf. Und ich bin dankbar, dass du das gemacht hast. wegen, also ja, ich weiß, ja, ich wusste ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Du kannst dich jetzt nicht ausziehen. Ja, Also ich habe mich ja geopfert, ne, sozusagen. ja, Ja, und ja. die Melli auch, weil kein Einkaufszentrum in der Nähe war. Eigentlich ziehe ich mich nur ein Einkaufszentrum aus. Dann Ja. Luis, Lavi, was hast du dir gedacht, als du sie zum ersten Mal gesehen hast? Also im ersten Moment, wo ich sie gesehen habe, war wirklich der Hügel, auch wie die Audrey schon gesagt hat, dieser Hügel, dass sie halt so groß ist, einfach in dem Moment. War wirklich in dem Moment, war sie einfach 1,5 Kopf größer als ich. Und da war echt der erste Gedanke so, oh wow. Man merkt es eh auch in der Show, sieht man auch, ich spreche es auch gleich an, was ich denke, das spreche ich auch gleich an. Also das war so der erste Gedanke. Und danach einfach, man ist so in diesem Fokus, ne? Weil man ist ja aufgeregt. So, du weißt, Ja. hey, jetzt geht's los, die Kamera läuft und du bist so aufgeregt, du bist, ich hatte nur im Kopf, ich will mich nicht verstellen. So, das war mein Kopf. Ich möchte einfach so sein, wie ich bin. Und Mhm. ja, und dann bin ich da raus und ja, und dann fängt man einfach mal an. Da hat man nicht mehr so viel Zeit zum Gedanken, also so, man hat nicht mehr so viel Zeit, um zu denken. Man denkt, Ja. man ist sofort im Tun. Ja. Ja, ja. Ja, das war auch lustig. Ich glaube, wir haben einfach so angefangen zu reden und über randome Themen, also über, keine Ahnung, Reisen und Hobbys und sowas. Und wir haben nie über die Arbeit geredet, was ich eigentlich cool fand, weil das ist so eine typische Frage, ja, was man sagt. Und du hast es mir nie gestellt, aber ich habe das geliebt irgendwie, dass wir das nicht Ja. geredet Ja, da haben. gibt es aber zwei Gründe. Also jobmäßig, erstens mal ist es ja ein langweiliger Topic. So, also ich kann dich jetzt fragen, was du machst, Auch. aber du hast noch 3 Dates. Und zweitens, Ja. ja, weißt du, ich war ja arbeitslos zu dieser Zeit, somit, was soll ich da? Weißt du, so, Angst, ist die Frage, ja, ja. ja, aber nee, aber es interessiert mich auch zu wenig. Also mich interessiert allgemein nicht so sehr, was Menschen arbeiten. So, das ist einfach uninteressant. Mich hat viel mehr interessiert eben deine Story. Wie kommst du nach Österreich? Weil ich ja auch so viel am Reisen war. Genau. Genau. Weil ich noch eine Frage da bekommen habe, Ja, versucht da ein bisschen einzugehen. Was hatte Lukas, was Lavi nicht hatte, weil du dich für ihn entschieden hast? gute Frage, El Felix. Also am Ende war das so. Also ich habe Lukas 10 Minuten lang also getroffen, wir haben geredet und ich glaube, das war so ein lockeres Gespräch irgendwie und wir haben über ganz viele verschiedene Themen gesprochen und wir hatten auch viele, viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube, Ja. man sieht das in die Folgen auch. Und er hat was gesagt, was mir so überredet hat. Like, ja, ich glaube, Ja. das war so ein Ding. Er hat über seine Familie gesprochen und hat viel über seine Nichte oder seine, ja, die Tochter und Sohn von seiner Schwester, glaube ich, oder Bruder. Und er hat gemeint, ja, also ich habe eine enge Beziehung mit die Familie und mit die Nichte und sowas. Und das ist bei mir auch so und das war ein Punkt, dass ich mir dachte, okay, das ist irgendwie komisch, also positiv komisch, dass er das gesagt hat. Das ist ihm dann wahrscheinlich super wichtig. Keine Ahnung, aber das war so ein Grund. Und am Ende war das super, super schwer. Ich glaube, du weißt es noch nicht, Lafi, aber ich saß da im Bootshaus, also wie sagt man das? Ja, Diesen Das ist das Seehaus. Seehaus, genau. Also wir hatten so, also Lukas ist gekommen, dann haben die Kameras geschnitten und wir hatten dann 10 bis 15 Minuten Zeit, würde ich sagen, bis ich meine Entscheidung treffen musste. Und du und Lukas waren hinter dem Haus und ihr habt dann die 2 verschiedene Interviews gemacht, glaube ich. Mhm. Oder ihr wart irgendwo anders. Und ich saß da im Seehaus und ich musste mir überlegen, okay, wer gewinnt jetzt? Also für wen entscheide ich mich jetzt? Und das war echt eine schwere Entscheidung. Also ich müsste es auch sagen, also ihr wart beide so auf dem fast im gleichen Ja. Niveau. Und ich dachte mir, ja, Laffy ist den ganzen Tag da geblieben. Er ist auch so positiv, offen. Also ich mag dein Vibe. Also du bist so, ja, ein offener Mensch. Aber bei Lukas war das auch
cool, also die ersten 10 Minuten waren super gut und ich dachte mir so, okay, vielleicht ist das mit Lafi so ein bisschen mehr freundschaftlich, aber vielleicht kann das mit Lukas kann da was wachsen, keine Ahnung. Und ich habe auch die Produktionsteam gefragt, wen soll ich wählen? Ja. Also wen soll ich wählen? Weil ich hatte echt keine Ahnung, was ich am Ende machen sollte. Und die haben mir gesagt, ja, wir sagen das gar nicht. Also wir haben keine Meinung dazu. Also hör auf dein Herz, dein Bauchgefühl und so weiter. Also das war echt schwierig für mich am Ende. Ich habe das echt Das so glaube ich. ernst genommen. Und ja, dann saßen wir alle da gemeinsam. Ihr habt beide dann Ja angekreuzt. Und dann habe ich diesen Zettel genommen, was ich schon dabei habe. Dann habe ich diesen Zettel genommen, habe hintergeschrieben, ja, ich will mit Lukas gehen. Und So das schaut das aus. war Ja, ein schwieriger Moment. ja, ja, kann mich Ja, erinnern, ja. Das kenne genau. ich von irgendwoher. Genau. Also ich kann nicht genau sagen, was der Lukas hat, was Laffy nicht hat. Keine Ahnung. Also ich habe auch nicht so viel Kontakt ja, mit Lukas und mit den anderen auch. Aber ich meine, in dem Moment habe ich auf mein Herz und mein Bauchgefühl gehört. Also es klingt ein bisschen, ja, keine Ahnung, übertrieben, aber ja, und dann habe ich mich für Lukas entschieden und Ja, du ja, hast es ja das auch, war das. du hast es ja auch schon in der Show selbst kurz erklärt. Du hast ja gesagt, mit mir hattest du schon viel Zeit. Wir verstehen uns super. Es ist halt sehr freundschaftlich eher. Es ist ja trotzdem eine Dating-Show. Wir müssen ja dazu sagen, es geht ja darum, dass man jetzt die Liebe findet dort. Und bei mir hast du Ja, einfach schon viel Zeit gehabt, da hast du gemerkt, okay, das ist vielleicht eben mehr freundschaftlich als jetzt Liebe. Und beim Lukas hattest du halt nur 10 Minuten, ne? Und er ist ein super cooler Typ. Also ich habe ja 2 Stunden vorher mit ihm verbracht, so circa. Ne? Ich kannte ihn ja fast schon besser als du. Und deswegen, ja, das stimmt. ja, und deswegen, also er war ein super cooler Typ so an sich. Deswegen verstehe ich deine Entscheidung, dass du auch gesagt hast, hey, ich habe da mehr Zeit mit ihm. Also ich hatte nicht so viel Zeit. Mit dir, Lafi, kenne ich schon und ihn kann ich jetzt noch kennenlernen. Also deswegen verstehe ich auch diese Entscheidung. Ja, und der Genau. Lukas ist ja ein netter Kerl. So, ganz kurz, Grace, Christian, ja, ich habe mit Christian gesprochen. I hope I can speak in German, I don't know. Should I speak in English Ja, now? No, Grace is die, German. die, Okay, was die sagst du? Frage. Ist Christian immer noch am See im Boot? Christian, nein, nicht, aber ich habe ihn gefragt. Christian, der hatte tatsächlich Angst. Also der war das erste Mal auf so einem Boot. Der wusste, hatte Panik. Ich habe ihn gefragt und ihm ist das auch ein bisschen unangenehm. Ihm war das sehr unangenehm am Anfang, das zu sehen und alles. Aber ja, jetzt hat er schon gesagt, man muss es mit Humor nehmen und ich fand ihn top, muss ich sagen. Er hat das sehr unterhaltsam gemacht. Das Ja. war echt lustig, als ich das wieder angeschaut habe. Also in dem Moment, als wir das gedreht haben, dachte ich mir, okay, was passiert jetzt? Fallen wir jetzt beide ins Wasser oder wie geht das jetzt weiter? Und das wieder anzuschauen war super, super lustig, weil ich das genauso erlebt habe, wie man das sieht. Also das war ja schon eine schwierige Stunde oder so am See, muss ich sagen. Das glaube ich, das glaube ich. Aber sehr witzig, glaube ich auch. Also witzig, war wackelig mit Wind und das Ganze. Ja. So. So, nächste Frage. Florim, würde ich Sie noch mal kennenlernen? Ich würde mal so sagen, die Audrey und ich, wir sind ja in Kontakt, sonst wird sie ja nicht da sitzen. Und ich glaube auch, ich sehe die Audrey auch mehr jetzt als Freundin. Also es macht mega Spaß, mich mit ihr zu unterhalten. Und wir verstehen uns auch wirklich gut, auch jetzt schon wieder. Weißt du, wir starten da den Livestream seit 20 Minuten, wir sind nur am Reden. Ne? Also das funktioniert Weltklasse. Und ja, also jetzt einmal, also ich bin mit ihr in Kontakt, was soll ich sagen? Ne? Also wir sind in Kontakt. Stimmt. So, Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ich habe auch irgendwie herausgefunden, dass wir gemeinsame Freunde haben. Ich glaube, Österreich ist echt ein Dorf. Also das ganze Land ist so klein, dass wir irgendwie gemeinsame Freunde haben. Crazy. Auf jeden Fall. Das ist halt wirklich so, die Ja. Ella, ne? Ja, wir haben sogar gemeinsame Freunde. So, dann nochmal, Bilal, heute, genau, das kann ich auch nebenbei jetzt ankündigen, ne? Heute, genau in 4 Minuten, ne, kommt auch unsere erste Folge von unserem Vietnam-Trip. Der Fabian ne, hat das gemacht für unsere Gruppe. Ich weiß gerade seinen Namen nicht, der Fabian Holope, ne? Das ist wieder unangenehm für mich, du kennst mich ja mit Namen. Der Fabian, der hat da für uns Vietnam-Trip alles gefilmt und der hat das halt endlich geschnitten.
Und das kommt jetzt heute in 3 Minuten raus. Ich werde darauf auch noch reagieren, habe ich mir vorgenommen. So, kurze Ankündigung, wieder Werbung ein bisschen für den Fabian. Mal eins in voll, also Rufezeichen-Chat für den Vietnam-Trip. Okay, geh wieder am Ess, spontanes Ständchen. Das könnte ich theoretisch machen. So, aber da müsste ich jetzt runtergehen, in den Keller. Wer möchte, dass ich kurz die Ukulele hole? Das heißt nicht 2 im Chat. Na, Fragezeichen. Fragezeichen Chat, wer möchte, dass ich die Ukulele hole? Und das Ständchen singen. So, zum Glück noch Rufezeichen. Ukulele. 2, 2, 2. Fragezeichen. Okay, Audrey, ich bin jetzt mal kurz weg. Ist hier Showtime jetzt. Jetzt kannst du einfach mal reden. Du kannst die Geschichte erzählen, was mit Lukas passiert ist. Du kannst jetzt die Geschichte erzählen, was ist danach passiert. Die Kameras waren aus. Okay, mach ich. Okay, hi Leute, jetzt bin ich die Chefin des Livestreams. Danke. Danke, dass ihr alle dabei seid. Also stell mir auch noch Fragen, wenn ihr was noch wissen wollt. Genau, was ist nach dem Show passiert? Gute Frage. Also ich habe mich am Ende der Folge für Lukas entschieden und nicht für Laffy. Ich muss sagen, wenn ich die Folge angeschaut habe, war das auch ziemlich schwierig anzuschauen irgendwie, weil ich habe diesen letzten Interview von Laffy noch nie gesehen. Und er hat da gesagt, dass er irgendwie ganz sicher war, dass ich ihn wähle und dass er gewinnt. Und er hat schon also überlegt, was wir danach machen würden und sowas. Und ja, also das tut mir immer noch leid und das anzuschauen war auch schwer. Genau. Endlich eine Person, die unsere Sprache spricht. Danke, Lila. Ich glaube, geht es um mich? Keine Ahnung. Genau, und danach hatte ich Kontakt mit dem Lukas. Also wir haben ein bisschen geschrieben, aber das hat am Ende nicht so gepasst, einander wieder zu treffen. Also im Sommer waren wir beide am Reisen, viel unterwegs und deswegen hat das einfach nie geklappt. Und jetzt haben wir keinen Kontakt mehr. Also das, ja, ist einfach, ja, also jetzt haben wir keinen Kontakt mehr. Und mit dem Christian, also wir haben uns auf Instagram, aber wir haben auch nicht so viel Kontakt und mit dem David auch. Also David habe ich auch auf Instagram, aber ja, also wir reagieren manchmal auf Stories oder sowas, aber sonst nicht so viel. Und mit der Laffy habe ich jetzt mehr Kontakt und ja, wir schreiben was über unsere verschiedenen Videos, über YouTube, über die anderen Folgen, keine Ahnung. Genau, so ist es jetzt. Und ja, ich glaube, man kann sagen, dass die Folge oder dass die Dating-Show dann nicht erfolgreich war. Aber ich glaube, für mich war das von Anfang an nur ein Erlebnis. Also ich wollte nur dabei sein und neue Leute kennenlernen. Ich dachte, ja, das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Experience. Also man macht das nur einmal im Leben, dass man bei so einem Show dabei ist. Und das war echt cool und hat so viel Spaß gemacht. Und ich würde das also wieder machen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Also ich bin echt dankbar und froh, dass ich dabei war. Ich habe nie gewartet, dass ich die so Main-Single, dass ich die Hauptsingle sein wäre. Aber das war am Ende sehr cool. Und ja, obwohl ich niemand gefunden habe, also obwohl ich meine große Liebe nicht gefunden habe, war das eigentlich eine sehr coole Erlebnis. Und ja, das freut mich, dass ihr das alle, dass ihr die Folge angeschaut habt. Oder ihr schaut das noch an, keine Ahnung. Marcel sagt, ich hoffe, er kommt im Kostüm zurück. Ich auch. Ah, da ist er. Ja, Kostüm, das wäre witzig gewesen, Marcel. Aber ich habe nur Ukulele mit. Ja, so, da ist die Ukulele. Ja, schöne Story auf jeden Fall, was du gerade gemacht hast, Audrey. Ich habe ein bisschen mitgehört, natürlich. Bin eh nicht stumm. Ah, echt? Okay. Ja, natürlich. Natürlich ein bisschen zugehört jetzt. Ja, das heißt kein Kontakt mehr, das heißt gar nicht. Also ihr wart dann wirklich, also was meine Sicht war ja so, die Show war vorbei,
Das heißt, ihr wart dann Pärchen und wir sind ja dann trotzdem mit dem Boot alle zurück zum Startpoint, ne? Gemeinsam. Ich habe der Ukulele gespielt währenddessen ein bisschen als einsamer Single. Wait, ich glaube, man muss das ein bisschen mehr beschreiben, weil das war so lustig am Ende. Und das war gar nicht gefilmt, das war einfach echtes Leben. Wir sind alle mit dem Boot gefahren, ja, zum Startpunkt. Und das war, also du warst vorne, du bist vorne gesessen. Genau. Ich kann auch kein Deutsch, frag mich nicht, Audrey. Also da gab es so ein Produktionsteam, Mann, keine Ahnung, der ist gefahren, da warst du vorne. Dann saß ich und Lukas da hinten und wir saßen alle im gleichen Boot und du hast die ganze Zeit Ukulele gespielt. Und dann sind wir einfach zum Startpunkt gefahren, aber das war so ein bisschen komisch, dass wir alle im gleichen Boot gefahren sind. Keine Ahnung. War das komisch für dich oder wie hast du das gefunden? War komisch, war schon, also schon komisch, aber auch irgendwie nicht. So, es hat irgendwie, wir waren ja doch alle schon befreundet irgendwie, ne? So, also von dem her, das war, ich weiß nur, dass ihr dann gemeinsam mit dem Motorrad zum Hotel gefahren seid. Das ist mein letzter Stand. Das habe ich noch nicht erzählt, aber das stimmt. Genau, weil meine Sicht ist ja so, wir waren dann mit dem Boot dort und dann sagten wir, ja, das geht dann richtig schnell. Also die Produktion, die waren alle schon sehr müde, es war auch schon dunkel und die wollten alle nur nach Hause. Man hat schon richtig gemerkt, so, hey, jetzt fertig, Schluss mit lustig. Und ja, und da habe ich halt nur gemerkt, da war nur die Rede, dass ihr zwei ja gemeinsam zum Hotel noch fahrt. Aber er hatte ja keine Zeit mehr, ne? Der hatte ja keine Zeit, der musste ja irgendwo hin, der Lukas. Wohin musste er denn? Ja. Also er musste zurück nach Wien, glaube ich. Also er musste am nächsten Tag ganz früh arbeiten. Und ich habe ihn ja eingeladen, ein bisschen später zu bleiben oder auf einen Drink oder sowas. Und er meinte, na, also er kann nicht, er muss also direkt nach Wien zurück, was ich total verstehe auch. Und ja, dann hat er irgendwann gesagt, ja, also ich bin mit dem Motorrad gekommen. Und ich so, okay, klingt cool. Also ich muss sowieso zum Hotel, das ist nur, keine Ahnung, 500 Meter Weg auf der gleichen Straße. Bringst du mich dann zurück? Und er so, ja, okay, warum nicht? Also er hat mir dann den Helm gegeben und wir sind ja ein bisschen gefahren, was auch cool war. Das war mein erstes Motorradfahrt. Oh, der ist ohne Helm dann gefahren, ne? Ja, aber ja, nur 500 Meter, also ganz kurz. Ja. Und ja, genau. Aber ich habe also ich habe letzte Woche unsere Folge angeschaut und am Ende sah ich dein Interview, Laffy. Ja. Du hast dann am Ende gesagt, ja, also ich habe mir schon überlegt, ob ich nachher was mit der Audrey machen würde, bla bla bla. Und das habe ich nie gehört. Aber ich habe dir das sogar gesagt nach der Show. Kannst du dich noch erinnern? Ich habe dir nach der Show, da habe ich dir erzählt, hey, hättest du mich gewählt, wäre ich noch geblieben. Und dann hast du sogar gesagt, ach verdammt, habe mich falsch entschieden. Hast du damals sogar noch gesagt, ja, kann mich erinnern. Das war, glaube ich, ich habe dir auch das Geschenk danach noch gegeben, ne? Die Oliven. Das habe ich dir ja auch noch alles gegeben. Also ich glaube, da habe ich dir das erzählt. Also das war so mittendrin am Ende dann. Yeah. Ja. Aber das war echt, ja, traurig, das nochmal zu hören. Und das ist auch witzig, weil du hast die ganze Tag diesen Geschenk in deinen Rucksack mitgebracht, oder? Ja, das war immer da. Ja, den ganzen Tag, von Anfang an. Ja, von Maki, von die Oliven, meinem Freund. Ja, war sehr traurig, dass ich das nicht gegeben habe. Ja. Ja. Also, spielen, sorry, ich habe jetzt so viel geredet. Nein, irgendwas wollte ich noch fragen. Jetzt habe ich auch gerade den Faden verloren. Ja, irgendwas wollte ich noch fragen. Gerda. Ja, Audrey, dann, was hat der Chat? Seid ihr noch da? Habt ihr noch Fragen? Irgendwelche Fragen? Ist da noch irgendwas unklar bei der Show? Ständchen, Ständchen, Alter, Alter, das war so schwer, ohne Spaß. Die Geschichte hier war ja so, ne, dass wir haben ja wenn man die Challenge schafft, let's go, wenn wir die Challenge schaffen, dann bekommen wir ein Geschenk und Zeit. Und wir haben jetzt einen Geschenkekorb bekommen und da war halt irgendwas drin und die Ukulele. Und dann war die Geschichte ja so, dass die Michelle hat mich dann irgendwann mal gefragt, warum bist du Single, ne? Und dann habe ich die Ukulele genommen und dann halt einfach mal spielen angefangen, ne?
Weil ich habe schon lange nicht mehr gespielt, Alter. Jetzt muss ich. Und ich muss sagen, ne, es ist gar nicht mal so leicht, reden und spielen. Und ja, da muss man sagen, jetzt ist ja unsere erste Show eigentlich vorbei, ne, Audrey? Es ist das zweite Mal, dass ich dir ein Ständchen spiele. Dieses Mal anderes Setting, dieses Mal nicht bei TV Friends oder dort in Rust, sondern bei meinem Livestream hier. Ne? Hättest du das damals gedacht, dass einfach mal Niemand. 3, 4, wie lange ist das jetzt her? 6 Monate später, Mhm. hier, dass wir hier sitzen und ja, von unseren Freunden einen Livestream machen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Hey, danke dir, Audrey, dass du dir die Zeit nimmst, dort zu sein, dass du nochmal drüber sprichst und auch offen Danke. bist. Ist wirklich nicht selbstverständlich. Und auch danke an all die Zuschauer, an meine Freunde und auch deine Freunde, dass ihr da seid, mit seid im Chat, dass ihr da mitschreibt. Ohne euch wäre das jetzt nicht so ein geiles Event. Wir haben richtig Spaß. Und ja, genau so habe ich das gemacht in der Show. Ja, das war's auch schon wieder. Super, Weltklasse. Ja, Erstens, super Lied, Laffy, sehr gut gespielt, sehr gut Danke. gesungen. danke. Ja, und auch im Folge. Zweitens, ich habe jetzt daran erinnert, also das Ukulele-Thema, das war auch vor dem Dre-Tag eine Frage. Die Produktionsteam, die hat mich gefragt, ob ich irgendeine besondere Hobbys oder Skills habe. Und ich habe irgendwo oder irgendjemand gesagt, ja, also ich habe für Ukulele gespielt. Habe ich das dir gesagt am Tag? Weiß ich nicht mehr, muss ich Ich glaub- sagen. Kann sein, weiß ich gerade nicht. Anyway, also ich habe also als ich 13 war oder so, habe ich Ukulele gelernt und gespielt. Und ich habe das irgendwann gesagt. Und dann, ich glaube, 1 Tag oder 2 Tage vor dem Dre-Tag ist es mir eingefallen, dass ich das irgendjemand gesagt habe. Und dann habe ich angerufen und gefragt, okay, aber erwartet ihr jetzt, dass ich Ukulele spiele? Weil ich kann das nicht mehr. Und wenn ihr das erwartet, dann also passiert nichts Gutes. Und dann war das total lustig, weil dann am Dre-Tag war doch ein Ukulele dabei, aber das war dann für dich und du Ja. hast gespielt und gesungen. Ja. Und das fand ich auch so eine ja, lustige Gemeinsamkeit irgendwie. Ja, aber genau, also am Tag war das eine Überraschung, aber das war echt total lustig, dass du das so spontan gemacht Komplett hast. spontan. Ich meine, ich habe ja auch mit der Produktion telefoniert, die mir gesagt, vielleicht musst du ja auch Ukulele spielen. Und deswegen habe ich auch geübt. Also ich habe dann so circa 1,5 Wochen vor, habe ich jeden Tag eine halbe Stunde nochmal geübt, dass ich einfach, wenn ich spiele, dass ich noch drauf habe, sozusagen. Okay. Ja, deswegen. Gut. Und dann, ja, dann, wenn die Kameras laufen, dann ist mir das einfach eingefallen. Keine Ahnung warum. War einfach, hab sie gesehen, hab sie genommen, war witzig. Ja. Da kommt wieder der Entertainer raus aus mir, ne? Ja, super. Hast du, Audrey, jetzt, wo wir so reden, hast du eigentlich noch so Fragen an mich jetzt mal, so nach einer Zeit oder so? Jetzt hast du die Show gesehen. Gibt es irgendwas, wo du Fragen hast, mal an mich selbst? Also du hast auch letzte Woche unsere Folge angeschaut. Hat etwas dich besonders überrascht, was du vorher nicht gewusst hast oder was du vorher nicht gesehen hast? Was hat dich am meisten überrascht? Was hat mich überrascht? Da muss ich jetzt mal kurz. Überrascht hat mich, dass ich der Erste war beim Steckbrief. Das wusste ich ja nicht. Ja. So, das auch das mit dem Boot, also alles, was ich halt nicht gesehen habe mit den Kandidaten und so, das war halt für mich mega interessant zu sehen. So mit dem David, mit dem Christian, das war ich ja nie da. Außer jetzt beim David bei der Fragenrunde, da war ich ja hinterm Busch. Sonst allgemein muss ich sagen, ne, mich hat überrascht, wie viel rausgeschnitten worden ist auch. Also es ist ja viel mehr rausgeschnitten worden, als man denkt. Also es ist ja wirklich minimal. So, das hat mich sehr viel überrascht. Aber grundsätzlich muss ich sagen, also wenn ich jetzt nur an mich persönlich denke, hat TV Friends mich echt super cool geschnitten. So, Ja. also ich kann mich überhaupt nicht beklagen, von Anfang bis zum Ende. Die haben mich super sympathisch, also so einfach wirklich die besten Momente rausgenommen und reingeschnitten, von meiner Seite jetzt. Ne?
Also Ja. auch zum Schluss auch, weißt du, wo zum Beispiel du hast dich für den Lukas entschieden und trotzdem komme ich nochmal zum Schluss, verlasse das Haus und fahre alleine den Sonnenuntergang und so. Also die haben mich da schon irgendwie die ganze Zeit ein bisschen hingestellt so. Ja, das war echt cool. So allgemein, so von meiner Perspektive. Also, aber sonst Überraschung, ich gab's halt nicht, ich kannte die ganzen Überraschungen ja schon. Ne? Was ich halt witzig fand, natürlich zu sehen, wie wir reagieren, die Überraschung, wenn sie wirklich kommt, weil ich wusste ja, dass der Lukas kommt und du halt noch Mhm. nicht so, weißt du, das war halt sehr interessant. Aber sonst auch überrascht, es gab immer wieder so Momente, wo ich mir gedacht habe, so lustig, wusste ich nicht mehr. Auch zum Beispiel bei der Entscheidung, wo ich sage, jetzt spannende Musik und auf einmal kommt spannende Musik. So, ich wusste auch nicht mehr, dass ich Mhm. das gesagt habe. Ja, Ja, das stimmt. sonst gab es jetzt nicht so viele Überraschungen, muss ich sagen. Also außer, dass halt wirklich viel weggeschnitten worden ist, Ja, muss ich ja, das habe ich sagen. mir auch gedacht. Ich war auch froh, wie ich dargestellt wurde, weil ich hatte schon ein bisschen Angst, besonders weil ich Nein gesagt habe zu Christian und David. Und an dem Tag war das echt schwierig, das Nein anzukreuzen, besonders beim David, weil er war total nett und wir haben viel geredet. Und am Ende dachte ich mir so, okay, ja, der ist total, ja, sympathisch, keine Ahnung, aber das ist auch eher freundschaftlich. Und ja, dann habe ich Nein angekreuzt, aber das war für mich auch ein bisschen schwer zu äußern, dass ich jemand nicht, ja, romantisch mag oder sowas. Ja, es ist Genau, allgemein aber schwierig, gell, vor der Kamera allgemein so. Die fragen dich halt und natürlich ist dir bewusst, alles, was ich sage, wird dann, ist halt in der Kamera so, ne? Man will ja trotzdem, und das ist ja die Kunst, eben, wie ich schon mal erwähnt habe, so, man will ja so sein, wie man ist, aber man hat ja, trotzdem im Hinterkopf, oh, wenn ich jetzt was Falsches sage, in Anführungszeichen was Falsches, dann könnte das blöd rüberkommen, falsch rüberkommen oder sonst was, ne? ja. Aber das muss halt ja, Na, ja, und ich wollte auch niemandem verletzen. Also ich wusste jede Sekunde, dass alles, was wir sagen, das kommt irgendwann im Fernsehen. Und ich wollte niemandem verletzen und nichts peinlich oder sowas sagen über andere Leute. Also auch mit diesen Interviews, diesen OT-Interviews, was also du nicht gehört hast am Drehtag. Ich wollte nie was Schlechtes sagen über euch, über die Kandidaten. Das ist nicht so mein Stil. Und genau, die haben mich immer gefragt, ja, also wie denkst, also was sind deine Gefühle, Gedanken über Laffy oder über Christian oder wie sieht er ja, optisch aus oder keine Ahnung. Und ich habe immer das eher diplomatisch gesagt, glaube ich, oder hoffe ich, ja. was auch einfach war. Aber ja, das war für mich ziemlich schwierig, weil man muss so eine neue Person treffen, kennenlernen und dann direkt reflektieren und denken, okay, was sind meine Gefühle über diese Person? Und ich mache das nicht jeden Tag. Ich glaube, ich lasse das, also da gibt es mehr Zeit normalerweise. Und dann muss man das selbst wissen und dann gleich äußern auf dem Kamera und erzählen, okay, was sind meine Gefühle und wieso. Und das fand ich ziemlich schwierig. Und auch in eine zweite Sprache, dann weiß ich Mhm. manchmal nicht genau, wie ich das sage oder erzähle oder keine Ahnung. Und das war auch nicht so einfach, aber ja, am Ende haben wir das beide geschafft, glaube ich. Ja, das stimmt eigentlich. Für dich ja nochmal, ne, mit der zweiten Sprache, mit Deutsch auch nochmal, ne, dann die Ja, ganzen Dialekte auch nochmal. Ich mit meinem Tirol-Wienerisch, dann der Christian mit seinem Steirisch, nein, ja oh doch, mein, Steirer ist er, ne, der Böd. Und dann der David ja. komplett, also jeder andere Dialekt und alles, ne? Das Ja, ist mir schon so sehr schwer. Und witzig. ich glaube, schön und nett gemacht. Also du hast immer so klar geredet. Ich weiß nicht, ob du das mit Absicht gemacht hast oder nicht, aber das war so einfach, dich zu verstehen und mit dir zu reden. Und dann kam Christian und David und die haben eher Dialekt gesprochen oder so. Die haben das nicht bemerkt, aber die haben das ja so ein bisschen schneller geredet oder so Dialektsachen gesagt. Und ich stand manchmal da und habe mir gedacht, okay, ich verstehe nicht, was die gesagt haben, aber jetzt muss ich irgendwie darauf reagieren und keine Ahnung. Und du hast das einmal gemacht, Laffy, dass wir zu dritt waren. Das war Christian, ich und du. Und wir waren auf dem Weg zur See, glaube ich, zum Ja, Bootszene. Und Christian hat irgendwas gesagt, wie sagt man das? So ein
ja, so etwas, was ich nicht verstanden habe. Und du hast irgendwie gemerkt, dass ich das nicht verstanden habe. Und dann du hast gefragt, ob er das wiederholen könnte. Okay. Und das war so lieb von dir. Ich glaube, du hast es, keine Ahnung, wie du es gemacht hast, aber das war so lieb. Und ich dachte mir so, wow, Laffy ist echt nett, dass er das jetzt macht. Und das war voll cool von dir. Das freut mich. Freut mich. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr genau, welches Wort, aber es freut mich. Ja, Das war super irgendwie cool. mit Pferde stillen oder also in einer Beziehung kann man Pferde something, keine Ahnung. Ja, vielleicht habe ich es auch selber nicht verstanden. Das kann ja auch sein. Ne? Ja, das kann auch sein, aber in meinem Kopf war das so, wow, Laffy ist total nett, dass er jetzt das nochmal gefragt hat. Ja. Ja, super, Audrey. Ja, cool. Sonst allgemein, gibt es sonst noch irgendwas zu besprechen? Hey Chat, seid ihr noch da? Habt ihr noch eigene Fragen oder sollen wir jetzt einfach mal reinstarten in die neue Folge, in die Folge 6 mal, was da jetzt gemacht wird? Wie schaut's denn da aus? Ich hätte noch eine Frage für dich, Laffy. Ja, gerne. Wenn ich das fragen darf. Sicher. Also in den letzten 6 Monaten, hast du dann irgendjemand erzählt, was passiert ist, oder hast du das als geheim, also war das ein Geheimnis für Boah, ich Freunde und habe Familie? ich hab ich hab jeden alles erzählt. Echt? Ja. Also wirklich, ich habe gar kein Geheimnis draus gemacht. Also Familie, alles habe ich ihnen erzählt. Die nackte Wahrheit. Ja. Ja, cool. Also ich habe das eher so geheim gehalten, Ja, bis die Folge wirklich? rausgekommen Oh, krass. ist. Ja, das war nicht einfach. Also ich glaube, ich habe 5 bis 10 Leuten die ganze Geschichte erzählt. Also meine enge so Freunde und Familie. Aber alle anderen, die haben mich ständig gefragt, okay, was ist passiert? Ist was rausgekommen? Und ich habe immer gesagt, ja, er muss jetzt warten, bis die Folge rauskommt. Boah, Und das ist dann krass. bespreche ich. Das ist krass, Ja, dass du also das 6 gemacht Monate lang. hast. Wow, ich habe Ja. direkt am Anfang schon, ich habe immer gefragt, wollt ihr gespoilert werden? Ja, ja, wir vergessen das eh wieder. Und da Ja. kommt auch meistens immer dieselbe Frage, also es sind immer dieselben Fragen. Ne? Und es ist tatsächlich immer so, da kommt immer die Frage, wenn ich erzähle, ja, ich war auf einer Dating-Show, im TV-Show und bla bla bla, das Konzept, dann fragen sie immer, und war sie dein Typ? So, vom Aussehen her, weißt du, das ist immer die Frage, so ist sie, weil davon haben viele eben Angst. Die haben immer alle Angst, dass wenn man auf ein Date geht, dass wenn sie nicht dein Typ ist, weißt du, dann ist sie unangenehm. Und Okay. genau, und das habe ich auch im Interview, das wurde rausgeschnitten, ne? Und ich möchte auch trotzdem ehrlich zu dir sein, Audrey. Ich habe damals im Interview gesagt, die Audrey, sie ist Durchschnitt, habe ich gesagt. So, weißt du, sie ist jetzt, sie ist jetzt, Du musst es auch mir nicht sagen. Okay, ja. genau, nee, muss ja ehrlich sein. Deswegen, und das habe ich halt so auch, habe ich da zu meinen Freunden auch gesagt, hey, die Audrey, die war jetzt nicht hässlich, sie war jetzt aber auch keine Amber Lancaster, was ist so das Ding, sondern wirklich einfach, ja, Durchschnitt. Und schöne Augen aber, dass du so schöne Augen hast. Deswegen, das habe ich dann halt den Leuten erzählt. Und das wollte ich dir jetzt auch nochmal so erzählen, weil ich dachte, sie zeigen das eh auch in der Show, weil ich habe das ja auch im Interview so gesagt, aber es wurde rausgeschnitten. Und deswegen wollte ich dir das jetzt auch nochmal so sagen, dass ich will nicht hinterm Rücken reden oder sonst was, sondern einfach so jetzt wissen, weißt du? Ja, das ist wichtig. Aber dann muss ich jetzt sagen, am Ende hat der Lukas gesagt, das wurde nicht rausgeschnitten, dass was hat er gesagt? Irgendwie, dass mein Körper sportlich war oder keine Ahnung. Also er hat ganz nette Sachen gesagt, muss ich sagen. Und Ja, der Lukas, das heißt, mir ist auch aufgefallen, der Lukas, das Erste, was er gesagt hat, das wurde auch rausgeschnitten, das Erste, was er gesagt hat, als er kommen ist, er hat gesagt, wow, du bist hübsch. hat er zu mir gesagt Ja. im Folge. Ja, er ist mit der Rose gekommen. Er ist so mit der Rose gekommen und das als allererste, was er gesagt hat, ist, wow, du siehst gut aus. Das habe ich nicht so gehört, glaube ich, im Moment. Ich war zu überrascht, aber cool, okay. Ja, das habe ich sofort gemerkt. Ja. Okay, ja, ich glaube, das war so. Ich glaube, man merkt das auch, dass ich und Lukas, wir haben irgendwie gut zusammengepasst. Ja, keine Ahnung. Und ich habe das auch bemerkt, als ich das wieder angeschaut habe. Meine Körpersprache war total anders. Also ich glaube, ich war, also wie sagt man das? Like, I found him attractive. Like, ich fand ihn, like, er sah auch gut aus. Ja, und ist man ja super. merkt, Hey,
Das genau. Ich kam daher wie, wie so ein Schuljunge, weißt du, mit so einem Holzcap, mit meinem Poncho und weißt du, so, und so kann Ja, man, aber ist auch anders, weißt du, ist ja auch nochmal anderes Auftreten und so, ne, als wenn jetzt auf einmal, also ich fand den Lukas auch ein schöner Mann einfach, also ist ja auch, habe ich dann auch im Interview gesagt, so, ich habe gesagt, eigentlich kann jetzt nichts, also ich war so siegersicher, es kann nichts passieren, außer du findest ihn halt wirklich attraktiv, so, ne, ja. und das ist auch verständlich, so, das ist halt einfach so, so sind wir. Und Betty, meine Freundin, nein, weil die Betty noch mal kurz in den Chat geschrieben hat, nein, ist kein Kontakt derzeit. Aber ist einfach verschiedene Wege, es ist halt auch weit auseinander alles, ne? Ist ja trotzdem eine ja, Show einfach, muss man auch sagen. genau, ist nur ein Show und ich glaube, ich habe das, also ich war offen, wenn ich jemanden gefunden habe, der gut zu mir passt, aber ich glaube, am Ende war mein richtiger Match nicht da, sozusagen. Also als Freunde schon, aber als Partner, ja, ich suche noch. Also, dort die Audrey, einfach schreiben. Aber man muss auch sagen, ich würde trotzdem sagen, die Show selbst an sich, es kann schon sein, dass man dort die Liebe trifft. An sich. Ja, Es ist möglich. kann schon sein. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr Ja. gering, aber hey, es kann schon sein, wenn es wirklich matcht, ich meine, man hat danach einfach noch Kontakt. Und wenn es wirklich matcht Ja. und passt, dann kann man das wirklich so machen, hey, finde ich wirklich interessant, hey, finde ich auch super interessant, dann kann sich schon was entwickeln. Schon. Würde ich schon sagen. Ja. Also ich zum Und du- Beispiel bin sehr froh, Audrey, ich bin sehr froh, sage ich auch jedem, ne, dass du mein Date warst in dieser Show, weil mit dir zu reden war einfach super cool. Also es hat einfach Spaß gemacht, mit dir zu reden und das war auch der Grund, warum ich auch Ja gemacht habe beim Zettel. So, es war einfach so, hey, super cool mit dir einfach zu reden. Wir hatten ja wirklich, also es wurde ja viel rausgeschnitten, aber wir haben ja, das war Anfang bis zum Ende, wo wir unser Date hatten, ne, gab es keine ruhige Minute. Mhm. Das stimmt, das war so einfach mit dir. Wir haben einfach über verschiedene randome Themen gesprochen, alles von A bis Z gesprochen und wir haben das irgendwie so gut gemacht, also weil wir mussten irgendwie stoppen, also jede paar Minuten, keine Ahnung, 3 bis 5 Minuten mussten wir stoppen. Die haben so Schnitt geschrien und dann mussten wir plötzlich da stehen, nicht reden und warten. Und dann 5 Minuten später waren die Kameras alle ein bisschen anders hingestellt. Und dann hat der Regisseur gesagt, ja, also wir müssen das ein bisschen, jetzt müssen wir das weitermachen. Also was habt ihr gerade gesprochen? Und dann wir haben ganz kurz miteinander geredet. Ja, du hast gerade erwähnt, du hast eine Schwester. Okay, dann fangen wir damit an und dann sprichst du über deine Familie und dann gehen wir weiter. Und dann haben wir das spontan gemacht. Aber wir haben das immer so gut gemacht irgendwie, dass wir so mindestens wussten, in welche Richtung wir gehen mit dem Gespräch. Also das war echt so cool mit dir. Das war am einfachsten mit dir, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Oh, jetzt ist mir gerade aufgefallen, sorry, dass ich gerade, mir ist aufgefallen, ich habe vergessen, Aufnahme zu drücken. Oh no! No! Das tut weh. Das tut weh. Ja, alles, was jetzt im Livestream besprochen wird, wird nicht auf YouTube kommen. Ah doch, wir haben Nein, doch, YouTube hat noch diesen Livestream, aber es ist nicht verloren. Aber ich habe es nicht auf 4K. Oh mein Gott. sorry, ups, das Ja. ist. Komplett verkackt. Naja, so kann es auch gehen. Sorry, war jetzt gerade off-top. Ist mir jetzt nur jetzt gerade eingeschossen, deswegen, habe ich verkackt. Sorry. Ups. Aber ja, zurück zum Ja. Thema. Das war wirklich, also ja, deswegen habe ich auch, ja, deswegen, wir verstehen uns auch gut. Ist halt einfach so. Ja. 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 Super. Ja, dann, jetzt würde ich mal sagen, jetzt haben wir auch, lass uns jetzt einfach mal gemeinsam die Folge anschauen, oder? Jetzt ist die Sehr Frage, gerne. welche Rollen sollen wir einnehmen bei der Folge? Welche Kritiker sind wir? Sind wir so die Oberflächlichen, die was jetzt da einfach nur auf Oberflächlichkeit gehen, oder wie machen wir das jetzt? Welche Rolle nehmen wir jetzt als Zuschauer ein jetzt bei dieser Folge? Also ich bin eher diplomatisch, wie gesagt. Ich bin nicht so super ehrlich. Ich glaube, deine Schwester war letzte Woche die sehr, ist sehr super. ehrlich. Ja, die hat sich noch zurückgehalten, meine Schwester. Die hat sich Das ist echt zurückgehalten. lustig. Ja. Aber ich bin nicht so diese persönliche. Also ich glaube, ich bin eher so diplomatisch und ich bin eher so,
wie sagt man, like Devil's Advocate, Teufelsadvokat. Also ich sehe immer beide Seiten von Argumenten und sowas. Also das kann ich machen beim Reagieren. Ja, dann machen wir das einfach so, würde ich sagen. Dann, Chat, seid ihr noch da? Rufezeichen Chat, dass man schaut, dass wir da seid. Was, wir müssen eigentlich ja aktiv halten. Ne? Wenn Sie jederzeit Fragen habt, einfach reinschreiben oder wenn Sie auch ein bisschen kritisieren wollt, weißt du, wenn ihr ein bisschen mal eure Meinung rauslassen wollt, so wie meine Schwester letzte Woche, ne? Wenn die ist ja beinhart, die sagt ja wirklich, hey, du bist ein Loser. Die sagt das einfach. Sie ist eiskalt, hey, du Loser. Und ist auch okay. Jeder hat seine Meinung. Hey, ich bin auch manchmal ein Loser. So, nicht jeder mag mich. So. Deswegen ist das voll in Ordnung, gell? Einfach raushauen. So, dann schauen wir mal. Erst einmal, hey, danke nochmal, Audrey, gell, dass du das alles machst. Leider habe ich da die Aufnahme ein bisschen verkackt. Deswegen wird es wahrscheinlich kein Highlight-Zusammenschnitt geben. Aber ja, it is what it is, ne? Ja. Aber hast du die Aufnahme jetzt gestartet oder Jetzt noch habe ich es nicht? gestartet, ja, jetzt habe ich es gestartet. Ja, ja. Aber der ganze Tag, eigentlich das Interessante von den ganzen haben wir jetzt nicht aufgenommen. Ja, ist okay. Aber die Leute, die Ja. dabei, ihr wart dabei, Leute, ihr seid dabei gewesen, ja. Ich kann auch nicht mehr sprechen. Okay, so du siehst das Screen, du siehst Funtime. Ja. Okay, Sehe falls ich. der Sound wieder zu leise sein sollte oder zu laut vom Video, gell, Jungs und Mädels, bitte einfach schreiben. Und ja, wenn ihr Fragen habt, einfach raushauen. Ich versuche das trotzdem ein bisschen interaktiv zu machen. Mal schauen. Nicht so lange schnacken, einfach machen. Gehen wir rein. Da sind wir Heute wieder. bin ich auf dem Schöckel in der Schön, Stöckl. Wo ist das? wunderschönen Steiermark. Steiermark. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall auf zur lieben Annalisa. Die wird mir nämlich ganz genau erklären, was ihr Traummann so mitzubringen hat. Wenn sich was ergibt, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Und dann darf sie schon ihren Rucksack packen und losmarschieren, denn am Weg trifft sie auf Herzenskandidaten. Kann man da jetzt wirklich nicht auswählen? Ich weiß es nicht. Wenn es mir gefällt, dann ist schon Auch ein fescher Kerl, gell, der Typ. Ich kann mir vorstellen, dass er wegen ihr schon was Mutigeres macht. Und wie mutig. Heute bekommt die Liebe einen Höhenflug. Ja, bin jetzt gespannt auf die Entscheidung. Und abschließend tun wir dann mit der Frage: Willst du mit mir gehen? Ja, was so, schaut schon mal krass aus, ne? Ja. Was da abgeht. Also Paragleiten, Sommerrodeln. Was hast du? Ich bin echt neidisch. Was hast du gehabt, Alter? Spazieren gehen, Boot fahren. Und sich ausziehen. Und Bootfahren kann lustig sein, aber war an dem Tag eher schwierig, muss ich sagen. Ja. Ja. Was sagst du zu Vergleichen. Michelle, Moderation Michelle? Wie hast du dich da gefühlt? Sie ist so lieb. Michelle ist super. Also ich habe sie erst am Drehtag kennengelernt und vom Anfang an war sie so nett und sympathisch und ich fühlte mich so, das war so angenehm irgendwie, mit ihr zu reden und das alles zu machen. Und ja, wir haben uns erst 10 Minuten vor dem Dreh kennengelernt. Also das war so irgendwie freundschaftlich, aber sie macht das so gut. Und das war immer so easy, mit ihr zu reden. Super, also top, hat sie top gemacht. Ja. Hoppala, bin ich wieder. Single Annalisa wartet schon auf mich im Gasthaus mit Panorama. Warte, ich glaube, man hört das doppelt. Hast du zu viele Kopfhörer oder so? Weil wenn man Ich? hört, ja, du. Weil man hört jetzt, oder du kannst dich auch stumm schalten und wenn du reden möchtest, einfach entmuten. Ne? Dann mache ich das. Ich habe irgendwo Kopfhörer, aber nicht so. Nicht In der so Nähe. schnell. Okay, okay. Weil Weil ich- sonst, Ich, jetzt bist du muted, ja. Du kannst aber einfach entmuten, wenn du reden möchtest. Okay, die Annalisi haben wir da, 24, Verkaufscoach aus Kärnten. Eine Kärntnerin dieses Mal. Ja, schauen wir mal. Annalisa! Ja, hallo Michelle. Schön, dass du da bist. Endlich sehe ich dich.
Ich freue mich. Gut schaust aus. Ja, danke, du auch. Sitz still her. Hast du schon einen Cappuccino Sitzt die bestellt? Ich habe schon einen bestellt. Bist du aufgeregt? Geht so. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig. Du, und seit wann bist du jetzt Single? Ungefähr ein halbes Jahr. Okay, und Halbes schon wieder Jahr. auf der Suche. Gleich wie du, oder Audrey? Du warst auch ein halbes Jahr Ein Single. bisschen genau wie ich. Und letzte Woche war deine Schwester ein bisschen ehrlich dazu. Ja. Was hat deine Schwester gesagt? Sie war so, wow, nur 6 Monate. Normalerweise warten wir ein bisschen länger. Und ich bin, also ich habe zugeschaut und ich dachte mir so, okay, yikes, sorry. Aber ich glaube, das ist eh normal. Also 6 Monate ist, ja, halbes Jahr, ja. Gerne. Abgeschlossen. Hat schon einen Grund, warum ein Ex-Freund ist. Ja. Wir haben nichts zu verlieren. Die Zeit vergeht. Aber ist es schon... meine Lieben. Hallo. Michelle, Grüß Gott. Grüße. Ein Wasser, ein Das ist Kaffee. aber sehr nett. Was für ein Service. Ja, Dankeschön. bitteschön. Der Vielen Kellner- Dank. Dankeschön. Das ist was Der neu, Kellner ha? ist ein Das ist nervös neu. anscheinend. Single seit einem halben Jahr. Cheers. Und was ist so dein Beuteschema? Also ich finde, es kommt voll nicht aufs Aussehen an, sondern auf den Charakter. Das ist mir wichtig. Aber natürlich ist das Aussehen ein gutes Goodie on top. Sagen wir mal so, ich bin nicht auf der Suche. Aber wenn Naja. sich was ergibt, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Dann schauen wir uns einmal an. Schauen wir mal. Da Was geht's wir wieder da los. dabei haben, Steckbriefe. ja? So gespannt. Der Moment mit den Steckbriefen. Was hast du da, wie war das eigentlich für dich, wo du dich, also die haben dich die Frage gestellt, hast du eine Frage oder wie war denn das mit den Steckbriefen bei dir? Genau, also die Steckbriefe habe ich gar nicht erwartet. Ich wusste gar nicht, dass sowas kommt. Die haben mich irgendwann auf dem Telefon gefragt, ja, gibt es irgendeine Frage, was du jeden Kandidat stellen würde? Und ich so, okay, gib mir 10 Minuten Zeit, ich überlege mir das ein bisschen und dann schreibe ich das euch. Dann habe ich zu dem Produktionsteam zurückgeschrieben, hier ist die Frage. Und bei mir war das, ja, wenn du ein Film wärst, dann was wäre den Titel und Genre oder sowas? Ja. Genau, aber ich dachte, das kommt erst während der Dreh. Okay, die, Boah, also ich die haben wusste dir gar gar nicht gesagt, dass du, krass, okay, krass, wusste ich auch nicht. Ja. Ich auch. Okay, möchtest du ziehen? Ja, die goldene Mitte. Sehr gerne. Aber da wusstest du schon, oder? Weil, wo du gezogen hast, da wusstest du schon, dass das die Kandidaten sind. Ja, ich wusste, dass die die 3 Kandidaten sind. Wie war das genau. allgemein? Ja. Wie war das allgemein der Tag? Du bist ja einen Tag vorhin nach Rust gefahren, von Salzburg nach Rust. Und hast dort im Hotel geschlafen. Genau. Wie spät musstest du Also aufstehen? ich bin wie früh? Also ich glaube, ich habe den Produktionsteam um 7 Uhr beim Frühstück getroffen. Aber ich bin um 5:30 aufgestanden, glaube ich. Weil ich musste mich so schminken und durchschnittlich machen. Just kidding. Just kidding. Und genau, dann habe ich... Sorry, ich muss Das ist gut, das ist gut, das ist super. Und dann, dann bin ich zum Frühstück gegangen, aber ich wusste gar nicht, ob die anderen Kandidaten auch im Hotel übernachten. Deswegen dachte ich mir so, okay, jetzt treffe ich jetzt einen Kandidat beim Frühstück oder wie läuft das? Und Gott sei Dank waren also keiner von euch da. Die haben das schon alles organisiert. Und die Produktionsteam waren da beim Frühstück, die haben mich gesehen und dann gefragt, ja, bist du Audrey? Und ja, also nach dem Frühstück dann haben wir ein bisschen besprochen, was jetzt kommt. Aber nur so, also wir haben wenig besprochen, glaube ich. Also ich hatte so ein grobes Überblick, wie der Tag aussehen würde, aber ich hatte keine Ahnung, was für Beziehungstests es geben würde, was für Kandidaten da gibt, wann ich die verschiedenen Kandidaten treffen würde. Also es war meistens Überraschungen. Okay, die Grace schreibt, Genau. du bist wunderschön, Audrey. Du bist wunderschön. Grace. Danke, Grace. Ja, Liebe für die Audrey, für die schönen Augen. Oh man. Bist du eine Frage gestellt? Was war Ja. die Frage?
Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du und warum? Was wärst du für ein Tier? Jetzt bin ich ja gespannt. Also, ich bin wie mein Sternzeichen natürlich ein Löwe. Und wenn ich in meiner No, Familie Löwe, ich bin dann auch bin ich Löwe, gern Audrey. echt kuschelig, aber sonst nach außen hin bin ich gern tough und Bist stark Steinbock. und das hat auch jeder Segen. Hoffen wir, dass da Na, was, schauen wir mal. was in der Richtung drinnen ist. Aha, aha, aha. Meine Freunde sagen, ein Mann zum Heiraten. Ah, Wie das wird ist ja denn schön. Möchtest du heiraten? Wer war das Ja, jetzt? Jetzt habe ich schon meine wieder Freunde aufgepasst. sagen, ein Benjamin, Mann. DJ aus Salzburg. Na schau. Salzburg, Liebe. Ja, Ah, das ist ja schön. Möchtest du heiraten? Ja, wenn der Richtige da ist, schon. Ja. Ach Mensch. Wenn ich ein Tier wäre, Du hast schon wieder wäre die ich ein Facecam Adler. aufdrehen lassen. Weil ich klare Ziele habe, gerne einen Überblick, wenn ich zum So. Heiraten. Ah, Wie das wird ist ja denn schön. das? Möchtest du heiraten? Ja, wenn der Richtige da ist, schon. Ja? Ja. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein Adler. Weil ich klare Ziele habe, gerne einen Überblick behalte und immer neugierig auf Neues bin. Außerdem Auch habe eine ich gute einen Frage. Adler am Rücken tätowiert. Auch eine gute Frage. Was wärst du für ein Tier? Ist auch eine gute Frage. Ne? Was wärst du für ein Tier? Audrey? Was sei ich? Das habe ich gar nicht überlegt. Was Schnell. wärst du für ein Tier? Was für ein Tier wärst du? Einfach schnell. Nicht ohne überlegen. I don't know. Eichhörnchen. 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 Sehr schön. Sehr süß. Süßes Tier. Den nicht übersägen. Kann er sich auszeigen? Ich hoffe doch, dass es sich für dich dann auszieht. Bin gespannt. Das ist Eine Kassette. Das ist ja vielleicht schon. also zeichnen. Da müssen wir nur ein bisschen üben. Aber da halt auch Noten. ja, vielleicht Ja, ist die Zeichnen Musik ist einfach schwierig. wichtig, weil da steht ja Musik auch nochmal drauf. Ich finde es Aber schon da habe ich mich doch schon gut gezeichnet, eigentlich, ne? So, selbst gezeichnet ist. Das finde ich richtig cool. Da sieht man auch, Mit meiner dass es Mama. authentisch ist. hi Mama, Ja. ich glaube, die Mama Das ist ist eh mir auch auch ganz da. wichtig, dass jeder voll echt ist. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wer noch so cool ist. Aber es ist schon einmal ein guter Weg. Ja, ist schon einmal ein Benjamin. guter Anfang. Das, ja. Oha, der kann ja gut zeichnen. Ich bin Oha. Lukas. Da kommt was. Mein Lebensmotto: Easy Choices, Hard Life. Hard Choices, Easy Life. Diese 3 Worte beschreiben mich. Masterstudent an der Technischen Universität aus Niederösterreich. Der Lukas. Oh, der andere ist 32 und 24. Ist schon ein großer Unterschied. Ehrgeizig, humorvoll und hilfsbereit. Also das ist auf jeden Fall um einiges besser gezeichnet. Wie witzig ist das bitte? Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Ein Adler. Beide Adler. Und er aber seine Beschreibung: Ich liebe die Berge, die Weite und allein die Vorstellung, die Skipisten aus der Luft zu sehen, gibt mir ein Gefühl von Freiheit. Siehst du, das ist aber du auch gesagt. Du brauchst Freiheit. Ja, das ist mir echt wichtig. Tadadada, Nummer 3. Er ist lustig, verrückt und warm. Ja, Audrey, die Mama fragt, das ist meine Mama, was du gerade gefragt hast. Wie hat dir mein Bild gefallen? Das war lustig. Also ich habe Laffys Brief, also Steckbrief, als erstes geöffnet. Und ich dachte, das war so ein bisschen übertrieben mit den Zähnen. Ich dachte, das war nicht echt. Aber das ist echt. Also das siehst du aus. Und Michelle und ich hatten so ein ziemlich langes Gespräch über die Zähne, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das in die Folge gekommen ist oder nicht. Aber wir haben gesagt, ja, er sieht so ein bisschen wie ein Vampir aus oder Dracula, keine Ahnung. Und ich glaube, wir haben viel darüber geredet. Was auch lustig war, ist, du hast geschrieben als Genre, dass du FSK 18 Komödie mit Drama bist oder sowas. Ich habe das nicht verstanden. Also FSK 18, das habe ich noch nie gehört, also vor dem Tag. Und ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich dachte mir so, okay, keine Ahnung, was das ist. I don't know. Und danach hat, ich glaube, der Regisseur nochmal gefragt, ja, was denkst du über diesen Genre? Und dann habe ich gesagt, so, das war wichtig und ich habe es nicht verstanden und nicht gesagt, aber okay, jetzt frage ich mal. Und dann hatten wir das kleines Gespräch im Folge auch darüber. Genau, aber also dein Bild hat mir gut gefallen. Das war einfach ein bisschen überraschend, weil ich wusste gar nicht, was in den Steckbriefen kommen würde. Da stehe ich auch der Erste. Das war sehr ja, du hast es gut gezeichnet. Mit meiner Mama. Herzig. Mein Lebensmotto: Wenn schon Chaos, dann aber mit Style. Da bin ich jetzt aber gespannt. Dann schauen wir mal, was er ist. Er ist ein Erdmännchen. Erdmännchen. Weil er sehr quirlig ist und auf Zack. Und er hat geschrieben, immer in einer Gruppe bleiben,
Das ist So wie mit einer Familie und Freunde und voll Zeit. Meine mit ihnen Ex-Freundin hat verbringen. ausgeschaut wie ein Und Erdmännchen. Er hat mir schon ein Bussi geschickt. Habe ich mal Yes. gescherzt, habe ich Ja. mal gescherzt. Ja, ja. Da geht das Herz auch schon auf. Apropos Bussi, wie weit würde es gehen heute? Ah, na. Wie nah? Was heißt nah? Also beim ersten Date, da knutscht man nicht. Nein? Audrey, knutschst du beim ersten Date? Hast du schon mal knutscht beim ersten Date? Kann man machen. Kann man machen. Kann man machen. Da habt ihr es gehört. Wer Interesse hat an der Audrey, erstes Date kann man machen. Nehmen wir noch einen Schluck Wasser, Ja, bevor der Tag startet. Hm. Ich würde sagen, aber jetzt starten wir ihn endlich. Einpacken Okay, nehmen alle mit. und dann holen wir uns einmal. Gleich dann gleich mal kontrollieren. Hallöchen, meine Lieben. Was Darf geht, es noch hallo? etwas sein, oder? Wir wollten gern zahlen. Ah, der ist Ja, fesch, ja. ja. Bitteschön. Übernimmst du das bitte? Bist du deppert. 8,50 wären das dann bitte, gell? Hä? Wer bist du? Der Philipp. Hallo Philipp. Erhältlich im stationären Was? Handel Werbung? und unter Was ist da los? www.waycard.at. Heute bin ich dran Ah, sorry, technische Fehler. mit einem halben zu ziehen. Das ist nicht. Bezeichnet. Aber du alle. Sorry. Was heißt So, Hallo. so. Wer bist du? Jetzt sind wir wieder Der da. Philipp. Hallo Philipp. Freut mich. Hallo. Ich bin Annalisa. Freut mich. Hallo. Mua. Mua. Ja, schön. Freut mich sehr. Freut mich auch. Ist So, das du störst jetzt. Ich möchte nicht stören, aber ich möchte gleich. Magst du einen Kaffee? Ja, ich da will. hätte ich noch einen. Weil der Philipp, der ist ja richtig, der hat Erfahrung vor der Kamera, ha? Nein, leider nicht. Und auch jetzt gibt es keine Zeit zu verlieren. Annalisa und Philipp marschieren sofort los. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 24. 24. Ja. Du? 25. Oh, das matcht. Ja. Und was sagt da dein Tattoo aus auf der, am Hals? Gleich spannend, gell? Ja. Nein, das Sag da, mir auf. wirst nicht glauben. Also das ist, weil ich am linken Ohr nämlich taub bin. Also Ah, ich höre wirklich? mehr oder weniger fast gar Also nicht. sollte ich quasi auf der anderen Seite von dir gehen. Bist du deppert, Alter. Ja, dann sag mir das doch gleich. Sehr lieb. Aufmerksam. Wie ist das passiert? No, mit 2 irgendwie hatte ich ein Gewächs drin und dann Ach so. musste ich operieren, dann nochmal operieren, dann nochmal operieren. Okay, also hast du viel Zeit im Krankenhaus verbracht, wie du Ja, warst. in meiner Kindheit schon. Ja, ich war auch, nur so nebenbei, ich war auch taub, 5 Jahre lang. Habe auch nichts gehört, also schlecht gehört. Die ersten 5 Jahre habe ich schlecht gehört. Ja. Echt? Ja, tatsächlich. Ja, da war, ich hatte irgendwas in den Ohren, keine Ahnung. Wissen meine Eltern mehr darüber. Ja. Und dann das war plötzlich dabei, also als du 5 warst oder sowas. Genau, also Das war einfach es war so irgendwas im Ohr, so ein Knödel, irgendwas weiter im Ohr. Und wir waren dann am Meer und das Salzwasser hat das dann ein bisschen gelockert. Und dann musste ich immer so Salzbad nehmen, damit die Ohren dann frei werden vom Salz. So irgendwas. Crazy. Und wie haben deine Eltern bemerkt, dass du taub warst? Weil mit Kindern ist das nicht so einfach. Die wussten es selbst nicht. Mama, schreib das mal bitte in den Chat. Wie hast du das gemerkt? Wir schauen währenddessen weiter. Talk. Ja, interessant. Bisschen was, ja. Aber jetzt geht's dir gut. Mir geht's super, überhaupt jetzt. Weil Mit so einer lieben Madame da bin. So, wir Ah, marschieren da auf. der ist schon flirty unterwegs, ne? Meint er das ernst oder ist das ein bisschen eine Show gerade bei ihm? Die ersten Minuten. Ja, passt. Hast du die Hand geben gleich oder so? Sicher. Hast du Hilfe? Ich glaube, ich brauche Hilfe. Ich kann dir Hilfe geben. Ja, wir helfen uns beide. Komm. Das ist halt die geht's dahin. Aufregung. Man merkt halt schon die Aufregung, ne? Man ist halt aufgeregt. Hektisch, dieser Junge. Beim Hudeln kommen die Kinder, hat die Oma immer gesagt. Und seinen Rucksack hat er auch vergessen. Ja, ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht über die Annalisa, weil ich hatte eigentlich die Vermutung, dass da irgendeine alte Hexe auf mich wartet. Aber Oh, der ist hat auch mich anders ehrlich. Überzeugt. Ja, also ich sag mal, im Großen und Ganzen kann man machen. Also der erste Eindruck ist echt super, voll sympathisch und was mir auf jeden Fall ja schon auf der Zunge liegt, ich bin richtig gespannt, welches Tier ist und vor allem, wie das zum Löwen passt. Also diese Connection muss man auf jeden Fall noch erklären. Ich bin ein kleiner Schlawiner, also ich bin gern unterwegs. Wenn es mir gefällt, dann ist schön mein Bettchen. Also ich hatte mal eine wirklich tiefgründige Beziehung, mit der habe ich auch sogar eine kleine Maus, die wird jetzt nächstes Monat 4 Jahre alt. Oh, der hat schon War eine Kind? super schöne Beziehung, haben wir auch erwachsen. Was sagst du, Audrey? Hast du Problem, wenn der Mann ein Kind hat, ist das für dich ein Problem? So, Ja. das ist interessant, weil die Produktionsteam, die haben mich vorher gefragt, was meine Meinung dazu war. Und ich habe gesagt, ja, das stört mich nicht so ganz. Also wenn jemand ein Kind mitbringt, dann bin ich auch froh. Also ich liebe Kinder und ich dachte mir so, okay, das ist kein großes Problem. Also theoretisch ist es kein Problem.
Aber dann bei unserer Folge gab es niemand mit Kindern. Und ich glaube, bei den anderen Folgen gibt es jetzt ziemlich viele. Aber die haben diese Kandidaten für mich nicht gewählt. Keine Ahnung. Wie bist du mit der Kandidatenwahl für dich? Bist du damit zufrieden? Oder sagst du, hätte schon ein bisschen besser sein können? Hätte schon. Die waren schon alle unterdurchschnittlich. Unterdurchschnittlich. Oh mein Gott, Marvin. Ich meine, die Produktionsteam wussten auch nur wenig über mich. Also wir kennen uns nicht. Also ich und die Casting-Team oder sowas. Also die haben nur... Also ich habe einen Fragebogen ausgefüllt und ziemlich viel geantwortet. Und das war die einzige Infos, die über mich hatten. Also wir hatten kein langes Gespräch über Telefon oder irgendwas. Ich glaube, die haben dann versucht, mit diesen Infos aus dem Fragebogen so mich einen guten Match zu finden. Oder nicht, vielleicht nicht immer so guten Matches, aber interessante Matches. Ich glaube, ja, die Kandidaten, die waren, also wie gesagt, nicht so die perfekte Matches für mich aus verschiedenen Gründen. Aber was lustig ist, dass am Ende der Drehtag, als ich die Produktionsteam gefragt habe, ja, wem soll ich jetzt wählen, Laffy oder Lukas? Und die haben gesagt, ja, also wir sagen das dir nicht. Jemand hat gesagt, ja, wir haben das beste Match für die Finale gehalten. Ja. Die haben gemeint, ja, Lukas wäre dann das beste Match. Also so hat die Produktionsteam das gedacht. Für den ist es perfekt. Für das Produktionsteam ist ja perfekt. Dass, so wie das ausgegangen ist, ist ja für denen ja, so soll es das sein für die Show. Ja, genau. Aber ich glaube, also die Auswahl war nicht schlecht. Als meine Freunde die Folge angeschaut haben, haben die gesagt, ja, jeder Kandidat auf meine Folge ist so eine andere österreichische Typ irgendwie. Von Österreich, aber ganz anders. Und das fand ich total lustig, weil du bist so Surfer, Ukulele, Reisen, easy, lockeres Leben, keine Ahnung. Also good vibes. Und David war so eher Tirol, Berg, Dorf, sowas. Und dann Christian war irgendwo in der Mitte, also Graz und ist so eher so Stadtmensch, glaube ich. Also manchmal draußen, aber nicht so in den Bergen. Und dann Lukas war so, also Ökonomie, Sportstudent, Wien, gut gekleidet. Und das war irgendwie für ganz verschiedene Typen, was auch sehr lustig war. Ja, das stimmt. Ja, da haben sie schon was passendes, so wirklich verschiedene Sachen für dich ausgesucht, ne? Verschiedene Kategorien. Ja, spannend. Ja. Mich würde es wirklich interessieren, aus welchem Grund du dein Tier ausgewählt hast. Das Erdmännchen? Naja, die sind ja so quirlig und ich bin einer, der wirklich ziemlich unruhig ist in dem Sinne. Also ich will immer Action haben. Aber ja, weil ich einfach auch ein sehr familienbezogener Mensch bin. Ja. Aber ich habe grundsätzlich immer Löwe, Löwe, Löwe. Und deswegen haben wir gedacht, erst komm, die Frau willst du kennenlernen, schau, dass du dich irgendwie ein bisschen ins Zeug legst, weil ich schon schlecht bin, ich bin was schon das wieder betrifft. Geschenke Basecamp machen oder vergessen. sowas bin ich halt urschlecht. Aber was ist dann deine Sprache der Liebe, wenn es Geschenke nicht ist? Ich glaube, mein Charakter ein bisschen so. Was haltest du denn von dem Bankerle? Sollen wir uns da mal hersetzen? Ja, Und dann wär nett. erzählst du mir mehr. Natürlich. Aber eine Sache muss ich noch sagen. Ja. Du hast krankhaft schöne Augen. Oder hast du Kontaktlinsen drin? Das fragen mich tatsächlich oft Leute nach. Ich habe keine Kontaktlinsen drin, das ist echt. Echt? Bist du ein kleiner Husky? Wow, also ich muss sagen, er hat wunderschöne Augen. Wenn ich mich nicht irre, ein Auge ist so ein bisschen orange, grün und das andere so blau. Ah ja, da sieht man es schon. Naja, der hat ein bisschen so was drinnen in den Augen, ja. Neulich ein bisschen. Wirklich noch nie solche Augen gesehen. Oder die Augenfarbe zumindest. Von wo bist du genau? Ich bin aus Wien, aber die Mama kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Ah ja, sprichst du dann Holländisch? Ein Beige. Also, Also wirklich wenig, weil meine Mutter war alleinerziehend. aber ist dir deine Mama wichtig? Mein Leben. Ja. Ja, keine Frage von meiner Mama. Meine Mama ist mein Herz, meine Seele. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich über sie quatsch gerade. Ja, Ja, recht na, hat sie. also bist du auch so ein Also, liebe Familienmensch? Mama, du hast alles richtig gemacht. Na, schauen wir mal. Geht das jetzt an deine Mama oder An deine Mama. an unsere Mama? Dann schauen wir Wenn mal. das Mama, ist. Wir lieben Wir uns. haben Grüß euch dich, lieb. Mama. Genau.
Genau, aber meine Mama ist nämlich aus Italien. Kommst du auch? Oder sprichst du Italienisch? Ja, genau, ich spreche auch Italienisch. Ja. Wahrscheinlich ein bisschen besser als du Holländisch. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich finde, wenn man seine Mama lieb hat, dass das ein gutes Zeichen ist. Ja, vielleicht ist sie auch sympathisch und sie ist schon allein sympathisch, weil sie auch Löwin ist. Das heißt, er kann auch schon mit Löwenfrauen umgehen, was auf jeden Fall, glaube ich, von Vorteil ist, wie wenn man die Energie noch nicht kennt. Und wie ist dir das so mit dem Wegfahren? Also weil du sagst jetzt einmal 2 Monate weg. Ich bin gerne unterwegs. Also letzte Woche war ich in Spanien. Das war ein Family-Urlaub mit der Mama und meiner Schwester. Ah, das ist deine Schwester. Eine Zwillingsschwester sogar. Na, Ja, aber Schaut die ihr euch schaut, ähnlich? nein, 0,0. Aber wie heißt sie? Anne. Aber sie Ein will nicht Anne Dating, genannt ne? werden, sondern Anneke oder Bella. Die Bella ist gleich alt wie du, natürlich, weil ihr Zwillinge seid. Nein, ich bin 1 Minute älter. Ganz wichtig. Na, sicher, wenn die Mama nicht daheim war, habe ich das sagen gehabt. Okay. Nur was heißt? Was haltet ihr davon? Gehen wir noch ein Stückerl? Ja, gerne. Ja, Immer los nur geht's. Sticker. Und was sagst du bis jetzt zu ihm? Wäre das dein Typ? Ich glaube, alles, was er zu ihr gesagt hat, das ist alles schön und cool. Aber was er jetzt hinter die Kamera sagt, mag ich nicht so gern. Also was er so in die Interviews sagt, Ah, okay. ja, ein Player, I don't know, like ja, keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst. Ja, also wirkt wie ein Player auf jeden Fall, ja. Ich meine, Würde ich er sagen. weiß halt wahrscheinlich, dass er gut aussieht. Aber ich wollte eigentlich noch fragen, Ja. weil wir gerade beim Geschwister. Ja, Luis Thema meint waren. Luis meint, Audrey sollte mit ihm in Kontakt treten. Ja. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen jüngeren Bruder. Also wenn meine Eltern außer Haus waren, habe auch ich das Sagen gehabt. Ja, also ich glaube, ich brauche gar nicht so viel erzählen, weil diese Grinsen kriege ich eh nicht weg. Nein, ich muss sagen, also ist eine super tolle, liebe Dame. Bin echt überzeugt, dass das gut weiterlaufen wird. Hättest du einen Kinderwunsch in naher Zukunft? Sagen wir mal so, ich bin auf jeden Fall ein Familienmensch, aber ich habe schon viele Familienmitglieder. Aber ich hätte natürlich gern auch noch eigene, aber nur wenn es passt. Das Leben darf man noch auskosten. So Wie ist schaut es. es bei dir aus? Ich bin ehrlich, ich habe schon sogar eine kleine Maus. Ah, echt? Ja. Haben wir Ja, überhaupt ist über sie? Kinder geredet, Audrey? Oder gar nicht, Haben ne? wir über Kinder Ja, schon? ja? Mussten wir. Also der Regisseur hat irgendwann gesagt, ja, jetzt müsst ihr über Familienwünsche sprechen. Okay, schau, das wusste ich gar nicht mehr so ganz genau. Ja, Stimmt, das aber habe ich jetzt- mit jedem Kandidaten. Ja. Weil mit Genau. jedem hattest du das. Ich war, was? Bei jedem hattest du das. Ich musste. Also der Regisseur hat immer gesagt, okay, jetzt habt ihr euch, keine Ahnung, 10 Minuten kennengelernt, jetzt muss jemand über Kinder fragen. So. Und das war eine Frage, was ich selbst nie stellen würde, also besonders auf dem ersten Date. Das ist so ein bisschen persönlich. Genau, aber dann habe ich jeden gefragt, irgendwann über Kinder. Ich glaube, wir haben das schon besprochen, aber ich Ich weiß glaube jetzt auch. nicht mehr, was wir. Ja, ich glaube, da habe ich auch, ich glaube schon, dass jetzt tickt es bei mir und ich glaube, da habe ich irgendwas so gesagt, ja, wenn es passt, passt's. So irgendwas in den Dreh. Ja. So was halt, so Standard. Also, was bedeutet denn Antwort? Also ich glaube, das ist auch so eine komische Antwort bei einer Kinderfrage. Ja, wenn es passt, passt. Aber also man weiß halt schon, ob man Kinder irgendwann haben möchte oder nicht. Das schon, aber also bei mir ist es ja so, erst wenn ich die Frau kennengelernt habe, möchte ich auch Kinder. Ohne die Frau keine Kinder. So, deswegen, wenn es Ja, passt, ja. passt. Also wenn ich die Frau habe, wo ich mich wirklich verliebt habe, dann will ich auch Kinder. Aber solange ich das nicht habe, will ich keine Kinder. Also erstens ist starke Beziehung, Partnerschaft und danach kann Kinder kommen. Aber Genau. So der Plan. Fein. Wenn keine Überraschungen kommen. Ja, stimmt. Wird nächstes Monat 4. 4. Mhm. Und wie heißt die Vierjährige? Kann man gleich. 4, also mit 21. Mia. Mit Ja. 21 Kinder Oh, voll kriegt. schön. Nee, ist eine Zuckermaus. Also die Stiefmutterrolle habe ich bis jetzt natürlich noch nicht gehabt und das wäre eine ganz neue Rolle, aber ich möchte auf jeden Fall in Zukunft Mama sein, also warum nicht schon üben? Ich finde es besser, ich bin mehr ein Menschenfreund als ein Tierfreund, also finde ich es fast besser, wenn jemand ein Kind mitbringt, wie wenn er einen Hund mitnimmt und ja, also warum denn nicht? Sie hat grundsätzlich ziemlich positiv darauf reagiert, was meine Tochter betrifft. Nur bin ich trotzdem ein bisschen skeptisch. Also ich weiß nicht, ob sie das ganz so toll findet. Bin noch ein bisschen ungewiss. Es kann ja auch ein Vorteil sein, weil du ja dann schon Übung drin hast und dich schon ein bisschen Also, auskennst. Jetzt nicht nur im Machen, sondern... Oh! Hallo Michelle! Hallöchen. Hallo, kommt mal runter. Hat die Michelle bei uns eigentlich auch immer so geschrien? Wuhu! Nicht, oder? Oder?
Glaub nicht. Nee, weil bei jeder Folge fast schreien sie durch die Gegend immer. Wuhu. Und ich denke mir Ja, so, aber hä, bei was ist uns- das? Nee. Ja. Da steht. Beziehungstest. Na, servus. Da bin ich gespannt, was die Michelle für uns so Der erste Beziehungstest steht an. vorbereitet hat. Ist gut gegangen? Ja. Es war wohl nichts geschmust worden jetzt dazwischen, oder? Was ich nichts mitbekommen. Wenn, dann wirst du sehen. Okay, dann reden wir später drüber. Jedes Ja. schöne Couple hat ja einen tollen Ship-Name, wie auch Brangelina, kennt ihr wahrscheinlich? Aha, ja. Sagt mir gar nichts. Ja? Ihr dürft euch jetzt kurz einen überlegen. Danach habt ihr 3 Minuten Zeit, den hier auf diese Tafel zu zeichnen. Und Haben wir ein Bild? Achtung, ganz wichtig, dürft nur die Finger des jeweils anderen nehmen. Nehmt euch kurz Zeit zum Okay. Brainstormen. Okay, okay. Überlegen wir uns Was was. müssen wir jetzt Genau. wieder machen? Ich Okay. verstehe schon wieder gar nichts. Ich habe schon wieder nichts verstanden. Die mussten irgendwie mit den Fingern malen. Aber die Finger von den anderen. Nichts mit Also quasi den Hand nehmen und. Ja. Okay, Anna okay. beginnen oder nix? Das passiert mir schon öfters jetzt so gegangen, dass ich einfach geschaut habe und dann mit danach dachte, was ist jetzt da die Aufgabe? Schon machen. Annalisa und Philipp. Und das Ende von Philipp ist Ib. Lieb. Nein, nicht mal Lieb. Und dann Anna Lieb. Lieb. So. Das ist gut. Oder nicht, vielleicht? Ja, das machen wir. Ich meine, du bist zwar nicht lieb, aber... Na, Spaß. Sondern scharf. Ja, was ist? Ja, Dann bitte. können wir losstarten. Ja, Oh, das war bitte. jetzt ein bisschen, Los. das Also war nur jetzt die nicht Finger. sensibel. Jetzt gleich. Okay, So, warte, fangen wir mit dir an? ich schreibe Anna mit deinem Namen und dann schreibst du dein Dingsel hinten drauf. Aber ich muss ja deinen Finger nehmen, oder? Ja, aber ich nehme deinen Ach so, ja. und mal schreib Anna und dann nimmst du, weil das ist ja meins und dann Nächste Question, ne? mit welcher Farbe magst du starten? Blau. Fangen wir mit... Ja. Wir starten mit Blau. Da merke ich schon, Entscheidungsrecht in der Beziehung habe ich. Super. So, Aber kann ich da links stehen, weil ich Das schreibe war mit schon links. richtig gut. Ja, links. das läuft schon richtig Okay. gut. Das läuft schon richtig Okay, gut. machen wir es auch fertig. Haben wir nochmal. also ich wollte schon den Strich machen ein bisschen. Sehr mit Gefühl hier arbeiten. Hä? Nennen dich deine Freunde eigentlich, hast du einen Spitznamen? Anna oder so? Oder? Nein, Nix. ich höre auf den Namen nicht. Ich habe einen wunderschönen oder mehrere wunderschöne Aber Namen. bei von meiner Berührungen, Familie gekriegt. siehst du? Ich heiße nämlich eigentlich Annalisa. Wir hatten Baumer-Sophia. gar keine Berührungen eigentlich. Aha. Sag, wie oft willst So bei uns war das gar nicht. du Ja, das noch machen? nur Ah, schaut ausziehen. gut aus, oder? Ja, schaut super aus. Michelle, wie viel Zeit haben wir? Ja, das sage ich dir dann. Ja, bleib mich ganz sanft ankommen. So, muss ja gescheit was oben sein, oder? So, Geht schon. Jetzt brauchen wir 2. also klein geschrieben. Willst du es groß machen? Nein, fast. Nein, wir haben nicht so viel Zeit. Ja. So ganz. Ein ganzes Teil. So 1 Minute haben wir noch. Was? Gott, Nur? okay. Nein, also Ja, wurscht, das gebt kann man mir schon noch ein erkennen. bisschen So, L-I-P. So, komm rein da. Ah, geil. Passt. Warte, Annalieb. L, Ja. Also Bull. Magst du das Erd... Das ist ein Herz? der Erdmännchen. Ein Erdmännchen. Ja, schau, das ist... Hättest du gerne diese Challenge gehabt, Audrey? Die Finger Ja, decken. ich finde es langweilig. Das sind so Mischen. Ja. Das schaut sexy aus, was wollt? Erdmännchen oder Herz? Erdmännchen, okay. Das ist aber ursüß, das ist gut Nein, gemacht. das ist super. Ja, und das war voll die gute Idee Mund von auf. dir. Mund auf. Also wirklich, nicht die Farbe. Na, ich war. Das habt ihr super gemacht. Aber ich sag, es hat schon was, oder? Also in 3 Minuten. Beziehungstest bestanden, ich habe da was im Petto. Oh, schau die, warum? Audrey, warum haben die immer so coole Sachen als Gewinn? Und wir haben einen Geschenkekorb mit nix. Ah. Ja, das ist viel besser. Rodel. Naja. Das ist schon Im cool. Rausch der Geschwindigkeit rücken die beiden noch näher zusammen. Ja, genau so hatten wir uns das vorgestellt. Ich habe gesagt, weißt du, mit mir geht? Bist du schon mal Sommerrodeln? Gibt's das in Amerika? Sommerrodeln? Also gibt's nicht, aber ich habe das schon mehrmals in Deutschland, Österreich, Italien gemacht und das macht so viel Spaß. Ich hätte das so gern machen, aber ja,
Bei uns nicht in Rust. Da gibt es kein Sommerrodelbahn. Nee, da auch nicht, nee. Aber es Schiffe. Na schau, haben wir super hingekriegt. Ah, sorry, das wollte ich nicht. Was? Ah ja, meine Schulter auch gut, Alter. Bei Urz auch. Boah, mein Herz ist mir in die Hosen gerutscht. Ich hab dich gehalten. Gott sei Dank warst du da. Oh. Michelle, wir haben dich vermisst. Hey, wie war's? Erzähl's mal, was kostet? Saugeil. Ja. Ich möchte unbedingt nochmal. Ja gut, ich Echt gebe cool. euch dann den Was sagst du? Rucksack. Ja oder nein? Vielleicht braucht's ihn ja. Machen Sie ja? Wer macht nein? Beide ja? Ich glaube beide ja. Aber ich glaube, er will einfach in der Show bleiben. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass er einfach im Fernsehen sein will. Darf ich das sagen? I don't know. Ja, ja, du darfst wirklich aber sein, einfach sagen, wir sind da, gibt's nichts. Ja, wir sind aber ehrlich. Aber ich glaube, das ist eine gute Match, denke ich. Also die hatten ziemlich viel Spaß zusammen. Ja, denkst du. Was sagst du? Ja, ich glaube auch, dass er schon ein kleiner Showmaster ist. So ein paar Kommentare waren ein bisschen too much, sehr sexuell auch, muss ich zugeben. So, weißt du, ich weiß nicht, so immer wieder, also so, Was war zu sexuell? sexuelle Rodelbahn? Kommentare hat er schon mal rausgelassen, so, Ja. so ein bisschen, weiß ich nicht, so, weißt du, so zweideutige Sachen hat er immer wieder rausgehaut. Ja. Auch was der zum Beispiel mit der Farbe, hat er mit der Farbe die ganze Zeit so schnell reingetan und sowas. Das ist, glaube ich, alles so ein bisschen, weißt du? Bisschen zu viel. Ja. Aber Ja. wie viel Unwichtiges ist eigentlich drinnen, das du bis jetzt nicht Ich würde gebraucht nein. hast? Für mich wäre er Red 90%. Flag. Ja. Er ist zwar wunderschön, ich finde ihn ein super schöner Mann, aber für mich wäre er Red Flag. Aber jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Mhm. Wollt ihr weiter miteinander gehen? Bitte einmal jeweils abstimmen. Mhm. Da ist aber Kaffee leicht oben. Du brauchst keinen vielleicht. Wir sind erwachsene Menschen, die entscheiden sich ja oder nein. Hast recht. Das wurde bei uns komplett rausgeschnitten, muss man auch dazu sagen. Wir hatten genau dasselbe Thema, kurz mal drüber geredet, vielleicht, bla bla bla, alles rausgeschnitten. Haben wir das geredet? Okay. Ja, wir Wusste ich hatten gar das. nicht. Ja, das haben sie einfach alles rausgeschnitten. Ja. Er ist schon fertig. Er weiß, was er will. Oder auch nicht. So ist es. Trommelwirbel. Wenn es kurz resümieren wollen würdest, was würdest du sagen zum Feeling? Ja, ich habe es cool gefunden, dass er auch gleich ehrlich gesagt hat, dass er seine Mama richtig gern hat und auch, dass er eine Tochter hat. Für dich, Philipp, was war dabei, wo du sagst, das war ganz fein mit Anna? Wer bremst, verliert. War das Motto gerade? Ja, Positiv überrascht. Ja, so ist es. schön. Und so ist auch eure Entscheidung. Wer bremst, verliert. Beide haben Ja gestimmt. Ah, Gott sei Ja, Dank. Schatti! Jetzt soll ich Schatti sagen. Also bitte dann. Ich glaube, Weiter geht's. irgendwie wirst du ihn ja mal brauchen. Gut. Mal schauen, ja. Ja. Ja, bin ich gespannt, was du so mitnimmst. Viel Dann los Spaß. geht's. Zeit Danke, zu Michelle. teilen. Los Bis geht's. später. Baba, Tschüssi. genießt es. Weiter Ist geht's. es nicht herrlich da? Ja, ein Wahnsinn. Wunderschön. Überhaupt mit einer Lady wie dir. Ma. Gell? Der hat die ganze Zeit Attacke. Ja, gib Der hat rein. Bock. Ich bin jetzt schon bei unserem nächsten Kandidaten, beim lieben Lukas. Lukas, wie geht's dir? Bist du aufgeregt? Nein, ich lasse das einfach so auf mich zukommen und dann wird man im Gespräch wahrscheinlich merken, ob das miteinander vibet. Das ist ein richtig österreichischer am Land. Ne? Er spricht mit so einem Dialekt, so einem Akzent. Ich glaube, ich hätte ihn gar nicht verstanden. Das passt. Wie lange ist deine letzte Beziehung jetzt schon her? Ich hatte eigentlich bis jetzt noch keine Beziehung. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen zu hohe Ansprüche und bin eher introvertiert. Und deswegen hat es vielleicht bis jetzt noch nicht geklappt. Ja. Du, ich glaube, ich höre da hinten schon etwas. Ach so? Darf ich dir eigentlich mein Geschenk eigentlich überreichen oder eher weniger? Oder auch ein Geschenk. Hast du ein Geschenk mit? Weißt du, das wäre Jein. Ich hätte in dem Sinne nur ein Geschenk, wenn ich sage, okay, ja, die Frau taugt mir. Aber sonst hätte ich eigentlich kein Geschenk gehabt. Aber ja, eine Kleinigkeit, eine materielle Sache. Servus, hallo. Ich habe da was Frisches, Neues. Rindfleisch. Hallo, servus. Hallo. Hallo, ich bin der Lukas. Hallo, ich bin Annalisa. Lukas, Ich bin der Lukas. Anisa. das heißt, wir haben jetzt ein Date, Philipp. Genau. Genau, So- ihr geht jetzt sozusagen, zu dritt weiter. Das ist weg. Geht steil hoch. Vielen Dank. Dann Schauen wir mal. Ich studiere derzeit Ja. Elektrotechnik. Habe im März den Bachelor abgeschlossen. Ich mache jetzt da nebenbei
Was mit Technik eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Eine Ausbildung zum Wertpapiervermittler. Hast du denn überhaupt Zeit für eine Freundin bei dem Oh Ganzen? ja, das geht sich schon aus. Geht Ich sich lerne schon ja aus. ziemlich schnell, das lässt sich alles einrichten. Ja. Super. Da steht jetzt Zeit zu zweit. Zeit zu zweit. Ich werde, glaube ich, mal die Zeit mit dem Lukas verbringen. Passt das Die für kenne dich? ich euch natürlich. Super, vielen lieben Dank. Bis später. Gerne. Und du auch eine. Passt. Bis später. Viel Spaß. Los geht's. Los geht's, ja. Gehen wir da hoch? Jawohl. Frech gesagt, gibt es für mich keine Konkurrenz. Aber das liegt in ihrer Hand. Deswegen wünsche ich ihm genauso viel Was, Glück kein wie Ton? mir. Und mal schauen, wo die Reise hingeht. Die Annalisa gefällt mir wirklich sehr gut. Sie ist auf jeden Fall mein Typ. Macht mir auf jeden Fall. Ist alles gut jetzt mit dem Stream? Es hängt auch gerade ein bisschen, ne, bei mir. Also Ton sollte schon sein, oder? Also ich höre den Ton. Bei mir ist Ja. alles. Okay. Ja. Warte, ist Ton Aber- da? Also ja, gerade. Einen netten Eindruck. Also bei mir Jetzt, zeigt es auch Ton war an. die Zeit noch nicht allzu lang, wo wir miteinander geredet haben, aber jetzt will ich mal wegen die Hobbys so fragen, ob da viel zusammenpasst. Und eigentlich weiß ich jetzt aber nicht einmal, woher du herkommst. Ich bin aus dem wunderschönen Kärntner Land. Ja, ist schon so viele Dates zu haben hintereinander, oder? Das ist nicht so einfach, oder? Gar nicht einfach. Also das hatte ich noch nie in meinem Leben, außer diesen Drehtag. Also 4 Dates nacheinander ist schon heftig. Und man will ja auch 14 nicht immer, Stunden lang. man will ja auch nicht immer dasselbe dann sagen, ne? Also immer dieselben Fragen. Genau, und ja, und man muss so ein bisschen was über sich selbst erzählen. Also ich habe immer jedem Kandidat gesagt, ja, ich bin Audrey, wie man merkt, ich bin kein Österreicher, ich komme aus den USA, bla bla bla, ich bin so und so Jahre alt, ich mache sowas. Aber dann hat die Produktionsteam irgendwann gesagt, ja, Audrey, red nicht so viel über dich, weil wir schneiden das alles raus und wir lassen das nur beim ersten Kandidat rein und dann wollen wir mehr hören von den Kandidaten, wie Ja. die, also wo sie herkommen, was sie machen. Und dann war ich auch irgendwann eher so im Interview-Modus, wo ich so viele Fragen an jeden Kandidat gestellt habe und ich hatte auch oft das Gefühl, dass die mich nicht so viele Fragen zurückgestellt haben. Und dann dachte ich mir so, okay, cool, jetzt mache ich selbst ein Interview von diesen Ja, jetzt- verschiedenen Typen. Jetzt bist du Okay, die Journalistin. ja. Ja. Und gleichzeitig sind nur die Hälfte meiner Wurzeln aus Kärnten, weil meine Mama ist aus Italien. Du hast gesagt, du bist 24. Ich bin Und 24. Genau, hast du deinen Geburtstag? Im Dezember, am 14. Dezember 2000. Also Ah ja, merkt man so leicht, kann man das so leicht ausrechnen. Ja. super. Und du? Weißt du, welches Sternzeichen im August? Vita? Na, es ist ein Tier in Afrika. Ein Den Tier in Afrika. Hingewitter. Löwe? Yes! Wow, Volle schlau. Punktzahl. Perfekt. Cool. Gut, kenne ich mich doch ein bisschen aus mit den Sternzeichen. Hast du sonst auch Geschwister oder so? Wie Ja, ich habe eine Schwester, eine kleinere, eine 3 Jahre jüngere. mein Bruder ist auch jünger. Das Ah, okay, aus ein jünger. die können wir ja auch einander vorstellen. Ja, meine Schwester ist nämlich auch Single. Perfekt, mein Bruder auch. Perfekt, vielleicht können wir die auch verkuppeln. Und sonst, also wir die auch ich bin verkuppeln. ehrlich gesagt ein wahnsinnig leidenschaftlicher Er ist witzig, Skifahrer. er ist witzig. Anne, kannst du auch Skifahren? Sicher. Sehr gut. Und das ist mir Stein vom Herzen gefallen, dass ich auch Skifahren kann. Das ist mal ein großer Pluspunkt für mich. Definitiv der ruhigere Typ. Aber ich glaube, wo er Vollgas gibt, ist beim Skifahren. Und das finde ich auch total schön, dass wir da eine Gemeinsamkeit haben, weil ich auch voll gern Skifahren gehe. Skifahren, Audrey? Ja, klar. Du? Ja, klar. Skifahren und Snowboarden. Aber ich finde es so lustig, das ist immer ein Gesprächsthema mit österreichischen Männern. Also das ist nirgendwo anders. Also man redet gar nicht über Skifahren in anderen Ländern, würde ich sagen. Aber in Österreich ist es immer so eine Frage auf dem ersten Date. Ja, fährst du Ski oder nicht? Und das ist so ein Green Flag oder Red Flag. Ja, und das finde ich so speziell lustig. Speziell in Salzburg halt, ne? Weil da hast du ja die Berge um dich rum. In Amerika Ja. konntest du da Skifahren? Ja, also ich habe das schon als Kind gemacht, aber nur mit so ganz kleinen, also Bergen, Ja. das kann man auch nicht so sagen, also Hügeln. Und das dauert so 10 Minuten, bis man so runter ist. Aber dann habe ich das also viel mehr geübt in den letzten paar Jahren, dass ich in Salzburg gelebt habe. Aber jetzt mache ich das voll gern. Okay, geil. Können wir vielleicht mal machen. Und ich spiele auch Musikinstrumente. Spielst du auch irgendwas?
Nein, ich bin überhaupt nicht musikalisch. Bist gar nicht musikalisch. Nein, aber Ich muss sagen, ich bin auch nicht unbedingt ein Musikprofi, aber ich spüre Instrumente und bin ein Musikfreund dabei. Ja. nein, richtig gut. Nein, also ich habe so einen Traum und zwar, ich würde unbedingt gerne mal, also weil ich ja gern so auch in Gemeinschaft bin und so Ja. weiter, ein Brunch-Lokal eröffnen. Branschlokal, okay. Ja, weil ich da voll Come gern on, frühstücken große für Ziele. mein Leben. Okay. Ja, das sind meine Okay. Lieblingsmahlzeit. Ich finde auch eigentlich, dass das die wichtigste Mahlzeit ist, dass Ja. man Energie am Tag hat. Genau, ja. Okay. Dann kann da eine Blasmusikkapelle da gern. Genau, kann das Vorbeikommen. Ganze musikalisch untermalen, das Ganze. Ja. Genau. Wenn einer ein Beachvolleyballfeld von dabei ist, Ja, das kann wär man auch noch super. hinmachen, genau. direkt Sehr am See. interessant. Kannst du eigentlich ein Radl? Ich habe es ein paar Mal ausprobiert, aber das schaut furchtbar aus. Komm, das machen wir jetzt. Challenge Radl. Zieh dir aus. Ich mach gleich viel Radl wie du Liegestütz. Okay, geht? Ja, Okay. Du machst eine Liegestütz. Glaubst ich du, mach mal glaubst du, die Regie hat gesagt, mach das mal? Oder wurde das jetzt wirklich... Schwer zu sagen. Ich glaube, das kommt spontan vor, aber das kann auch sein, wie wir wissen, dass die Regie einfach sagt, ja, jetzt mach spontan was sportlich. Ja. Ja. Oder wieso macht man das so einfach? Also das war kein Gespräch jetzt über Gymnastik oder sowas. Das war einfach so, ja, kannst du radeln? Okay, jetzt machen wir das. Ja, ich glaube, das kommt dann vom Produktionsteam. 5 Uhr. Ja, so ein Input. Hey, diese Challenge war ja gar nicht von mir angesagt. Super, passt. Jetzt muss ich mal meine 5 Radl machen. Ja? Boah, das ist sehr schön. Das habe ich schon seit 10 Jahren nicht mehr gemacht. 3. Kannst du Rad? Pass auf, dass du den Kuhfladen greifst. Einen Handstand kannst du ja jetzt. Einen Handstand. Rausschauen. So, ich habe jetzt 5 gemacht. Geht schon? Sehr gut. Nochmal eine 5. Nochmal 5. Okay. Dann mach gleich 10. Die beiden sollten sich ihre Kräfte besser noch aufheben. Ja, okay, sportlich ist er schon einmal. Nehmen wir. Boah, jetzt nur 10 Hey, die Radeln. Challenge hast du gewonnen, ich mache Ja. keine. Ich finde die Anneliese wirklich ist ein schönes Mädel, macht einen sympathischen Eindruck und ich konnte mir vorstellen, dass ich wegen ihr. Glaubst du, der trinkt viel Alkohol? So. Wieso sagst du das? Was? Ja, aber das Gesicht, weißt du, das Gesicht ist so, die Österreicher, wir trinken ja gerne Alkohol. Ne? Und das Gesicht ist schon so, er sieht ein bisschen aus wie ein Trinker. So, weißt du, der gern in der Bar sitzt und einfach gern so seine 3 Bier trinkt. So, weißt du, so ein ganz entspannter Typ. Ja. Was Mutigeres mache, über meinen Schatten springen kann. Ja, aber einmal musst du das eigentlich schon machen. Einmal? Das Ja. willst du nicht sehen, oder? Doch, das will ich sagen. Hallo! Ich Das glaub, wird So, ein- Challenge. Das wird eine Bauchpflege. Was treibt ihr da oben? Unfassbar. ja, Michelle, Ja. wir sind für jeden Ja. Spaß zu haben. Genau. Du, Annalisa, du hast eh früher gemeint, dass Bungee-Jumpen was für dich wäre. Das ist halt auch geil. Ne? Der hat nur geile Challenges, ha? Oh Gott. Dann im Sprung. Was? Groß reden, nichts dahinter. Jetzt wird Wo ist gesprungen. Ah. Ein Tandemsprung. Ja, das was ist sagt- wieder was anderes. Nein, es geht darum, Ja. sich gegenseitig Mut zu machen Ja. und gemeinsam in die Tiefe zu springen. Und der Beziehungstest ist dann geschafft, wenn ihr beide, Wenn wir unten ankommen. genau, also wenn ihr euch getraut habt. Ja. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich Okay, bin du dabei. auch nicht. Nein. Ja, dabei bin ich schon, aber puh. Aber kann man So, da jetzt so, sehe ich so das, Tricks jetzt geht mir, muss leben? ich sagen, schon die Pumpen, weil das habe ich noch nie gemacht. Ich bin für Challenges sehr offen, aber wenn ich da andere Leute mit dabei habe, denen ich vertrauen muss, wenn ich, sagen wir so, wenn ich meine Kontrolle abgeben muss, das ist nicht so meins. Nein, Höhenangst habe ich nicht. Sonst konnte ich auch nicht, weiß nicht, auf so hohen Gondeln Skifahren fahren. Also mit dem habe ich kein Problem. Ne? Grundsätzlich habe ich das früher überhaupt nicht gehabt und jetzt war ich letztens aber im Kletterpark und da ist mir schon mal mulmig geworden. Also wird das jetzt noch mal mehr werden. Wurscht. Einfach machen. Habe ich ja heute gesagt, mein Lebensmotto, einfach mal machen könnte ja gut werden. Schauen wir. Einfach mal machen. So ist es ja, ne? Audrey? Wichtig ist, Genau. Einfach mal über den Schatten So, springen. wenn wir abstürzen, dann stürzen wir ab. Und wie schaut es da mit der Landung aus? der Start ist wichtig, die Hände einfach locker. Wir müssen Tandemspringen wäre für dich kein Problem, oder Audrey? Das wäre gar kein Problem. Also ich bin schon Paragliden, wie heißt es, Paragliden gegangen. Ja. Keine Ahnung. Ich habe so einen Kurs gemacht vor 2 Jahren oder so. Und ich kann selbst Paragliden gehen. Also ich kann das allein machen. Oder ich habe das mal allein gemacht. Ohne Guide. Also die machen das jetzt Tandem. Und ich habe das dann gelernt und das ganz allein gemacht. Ich glaube, ich habe das irgendwann erwähnt und deswegen haben die das wahrscheinlich nicht für uns gemacht. Also
Ja, die wollen ja, die suchen ja, die Leute, die wollen ja, dass so die Ängste überwinden werden, ne? So, wenn du jetzt sagst, du hast Höhenangst, dann machst du irgendwas mit Höhe. Ja. Ja. So viel Sachen, Aber ich die muss man sagen, locker bleiben. Ja? ich wollte nur sagen, das ist auch ein komischer Beziehungstest, weil man fällt nicht zusammen. Also man fällt ganz allein mit dem Paragliden-Typ, ja, wer das ist. Und man ist nicht zusammen im Paragliden-Ding. Also man kann nicht reden, man redet einfach danach, keine Ahnung. Ja, ich weiß auch, wahrscheinlich wollten sie da einfach mal zeigen, dass man eben in Österreich Paragliden kann. So, es ist auch ein bisschen so Das kann- Werbung für Österreich Ja. auch ein bisschen, ne? Die schönen Sachen zeigen. Ja. Es ist ja nicht immer nur das Dating im Vordergrund eigentlich. Es geht ja auch darum, dass man ein bisschen die verschiedenen Orte sieht und die Möglichkeiten. Ich muss aber laufen, dann muss ich aber gebückt sein und es wird mir aber zurückziehen. Also ich bin gerade überfordert, aber der Andi hat das schon so oft gemacht, der Wind wird uns schon abtreiben. Das Leben spült, wie es spült. Also laufen wir da jetzt runter. Start. Ja, hätte ich schon gern gemacht. Ja, habe ich noch nie gemacht. Ja. Dann hebt der Flug so richtig ab und Annaliese hat Tränen der Freude in den Augen. Oh, was Ein ist bisschen bin ich wirklich? sogar eifersüchtig, dass ich nicht selbst mitgeflogen bin. Der Herzrhythmus ist auf jeden Fall nicht normal. Also ich glaube, der ist circa aufs Doppelte angestiegen. Also bin schon aufgeregt, aber wie gesagt, ich habe schon andere Sachen auch überwunden, werde das auch schaffen. Ja. Scheiße. Ja, schaut schon schön aus. Schon cool. So ich es jetzt. Ah! Ja, okay. Okay. Ich glaube, meiner Schwester nicht das Auto. Ja, ich glaube auch, meiner Schwester, die waren mit Taugen. Die hat das eh schon gemacht. Mir geht's extrem gut. Ich bin froh, dass ich das hinter mir habe. Und es war ein richtig geiles Gefühl. Der Andi hat mir da gut runtergebracht. Richtig geil. Das war richtig geil. Und genauso schnell wie die beiden unten im Tal waren, sind sie mit der Seilbahn auch schon wieder oben am Berg. Ja, aber viel weggeschnitten bei dem Date, ne? Also man muss sagen, da dürfte nicht so viel Gesprächsstoff gepasst haben oder so, ne? Hallo, servus. Ja. Schön. Grüß euch. Michelle, Wie war's? es war so arg. Also, ich habe kurz zugeschaut. Servus, Spaß. Michelle, ihre beste Freundin. Kurz zugeschaut und habe mir nur gedacht, oh Jesus, wirst du es überleben? Aber ich habe es überlebt. Ja. Meine Schwester hat ja letztens gesagt, eigentlich jedes nur wegen der Michelle dort. Hat letztens gesagt. Sie das. Du, hallo. Ja. Was? Es war richtig Ich hab's cool. geschafft. Ich habe gehört, ihr wollt irgendwas Also- springen. Ja. Daneben. Bin ich schon eifersüchtig erst. Jetzt erzähl mal kurz. Alter, kannst echt eifersüchtig sein, Alter. Das war Echt, so war so geil? zart. Das war richtig arg. Alter, Schwede. Also, was war das für ein Date? Also, es war einfach mega genial. Also, ich würde es auf jeden Fall noch einmal machen. Wie ein Adler in der Luft schweben, ja. Ja, voll. Das passt voll zu deinem Stimmt, was du Adler. gesagt Genau, ja. hast. Wollten sie ja. Sind sie Hättest ja. du kein Erdmännchen ausgesucht. Hast du was gegen meine Erdmännchen, oder wie? Also, du Naja, bist er hat einen Erdmännchen. Adler ausgesucht, also ich sag Flug. Was, ist das nicht süß? Nein, Erdmännchen sind auch süß, aber. Ja, Erdmännchen die sind wirklich Adler fahren süß. die Ich mag Erdmännchen, Erdmännchen. also Ja, dann kommen wir jetzt zu alles entscheidenden Aber Eichhörnchen Fragen. auch süß, Audrey. Willst du mit Okay. mir gehen, ist die Frage. Also wollen Ah, wir weiter Eichhörnchen auch sehr miteinander süß. gehen? Okay. Was denkst? Ja, nein? Wichtige Frage. Schwer zu sagen. Ich glaube, wir haben nicht so viel jetzt gesehen von den Gesprächen zwischen den beiden. Gar Es ist schwer zu sagen, was die so gemeinsam haben und was nicht. Ich würde sagen, er sagt ja und sie sagt nein. Ja, Keine Ahnung. Was denkst du? ja, würde ich auch mitgehen. Geh ich mit, Give it to me. sag ich auch. Ja, spannend. Also,
Ja, schon. Nein. Neugierige Nasen, du. Anscheinend hat der Beziehungstest einfach was ausgelöst bei euch beiden. Ja. Also wollt ihr anscheinend beide miteinander weitergehen. Beide ja. Crazy. Sehr gut. Freut mich. Sehr cool. Nice. Zeit für ein Duell? Oh, Duell. Das ist das erste Duell. Oh mein Gott, wir haben das noch nicht gesehen. Noch nie. Das berüchtigte Duell. Ich habe eigentlich geglaubt, dass wenn der Lukas ja sagt und ich ja, dass wir ein Duell haben, aber das war ja schon das Finale. Da gab es kein Duell mehr. Die haben das mir, also am Anfang des Tages haben die das mir so ein bisschen erklärt, wie das jetzt läuft, also mit dem ganzen Kandidaten. Und ich glaube, nach ich David kennengelernt habe, dann musste ich mich entscheiden, also ja oder nein mit David. Und ich habe dann nochmal gefragt, okay, was passiert jetzt, wenn ich Ja sage und was passiert, wenn ich Nein sage? Und jemand hat mir dann gesagt, ja, wenn du Ja sagst zum David, dann muss Laffy und David ins Duell kommen. Genau. Und dann habe ich mir schon überlegt, ob ich Ja sagen soll, nur fürs Show, also nur fürs Fernsehen. Weil ich dachte, das wäre auch ziemlich cool. Keine Ahnung. Hätte ich Bock drauf gehabt, auf das Duell? Ja, das wäre cool. Aber das war dann, also ich wollte auch authentisch sein und ich wollte nicht Ja sagen, nur wegen dem Duell-Ding. Ich dachte, okay, wenn ich nicht überzeugt bin von diesem Kandidat, dann sage ich Nein und das habe ich gemacht. Aber das wäre auch ziemlich cool, das Duell zu haben. Hätte ich auch cool gefunden. Aber ja, jetzt in Folge 6, endlich ist es soweit, das erste Duell nach 6 Folgen. Ich bin gespannt. Wenn zwei das Herz derselben erobern wollen, Wow, schau, es ist schon, da sind sie, die Gegner. Ja. Für wen sind wir? Für wen sind wir, Audrey? Ach, Philipp, vielleicht. Da bist du wieder hier. Also ich bin Team Philipp. Philipp, ja, wer ist Philipp nochmal? Ich meine, ich mit dem Namen. Philipp, das ist Philipp, gell? Ja, Das und Philipp. Lukas ist der andere. Lukas, ja, ich bin Team Lukas. Okay, Duell. Team Lukas, okay. ist Duell. klar, Philipp gegen das den wird Lukas. ein Wettkampf. Wer von den beiden wird die stärkeren Nerven haben? Oh, schön, Natürlich ist das Brille ein super rauf. tolles Gefühl, wenn Männer sich für einen duellieren. Man will ja als was Besonderes dastehen. So, Burschen, ich erkläre euch ganz kurz das Duell. Ich stelle euch 7 Fragen. Der zuerst das Herz in der Hand hat, darf die Frage beantworten. Wenn du sie richtig beantwortet hast, bekommst du einen Punkt. Wenn du sie falsch beantwortet hast, bekommt der Gegner einen Punkt. Ready? Ja. Augenfarbe von der Annalisa. Augenfarbe. Rot, grün, blau, hellbraun. Braun und blau. Okay. Rot? Wo ist rot? Na, oh ja, das ist ein leichten Rotstich doch in meinen Nein, Augen. rot hat sie nicht. Oder orange vielleicht so. Nein, leider. Okay. Falsch. Tut mir leid. Lukas bekommt den Punkt. Lukas hat Oh, einen Lukas, Weltklasse. Punkt. Jawohl. Sternzeichen. Oh mein Gott. Löwe. Seid ihr verrückt? Naja, So, Okay. Löwe. Ja. Puh. Jesus Christ. Haben wir da irgendwie Versicherungen abgeschlossen mit euch? Ich glaube, ich nehme jetzt Sicherheitsabstand. Hier ist vielleicht besser. Alter! Alter. Ja. Was macht er? Lukas. 24. Sehr gut. Der Lukas will gar nicht Toll. gewinnen. Wie viele Jahre ist Ihr Bruder jünger? 3 Jahre. 4. Falsch. Ah, Mierda. Was ist Annalisas größter? Willkommen wäre, ich wüsste nicht, Audrey, die hätte ich gewonnen. Hätte ich diese Fragen alle beantworten können? Ah, was? Ein Brunch-Lokal. Okay. Wahrscheinlich vielleicht ja. Wahrscheinlich schon. Stark! Stimmt das überhaupt? Ihr habt zu wenig geplaudert. Ja, hat sie sicher erzählt. Sie hat noch 2 weitere Namen. War das jetzt schon eine Frage? Oder? Ja, was sind die Namen? Ja. Nein, man kann auch raten. Ich weiß, aber es ist kompliziert zum Aussprechen. Sophie und der zweite. Ich will jetzt gleich ins Herz nehmen. Aber Sophie war der zweite vor. Nimm das Herz. Sophie, ja, wenn man es falsch sagt, kriegt ihr einen Punkt.
Dann ich finde. Nein, finde ich nicht. Ich glaube schon. Ja, Anneliese, Sophia. Du kriegst jetzt einen Punkt dafür. Junge. Das ist schon nicht so gut. Oh ja, ich wusste nicht. Ich sage 3:3. Oh, spannend, spannend. So geht es Jetzt zeig jetzt! Gib's mal Gas! Jetzt. Woher stammt ihre Mutter? Das ist keine Ahnung. Aus. Kärntner. Deutschland. Nein. Nein. Mutti war ganz Mutteritalien? Ja. Das ist der Winner. Ja, Egal. aber wirklich, was spannend. Das war's. Ja, Super, Lukas. Super. Sehr nicht. Ja. Aber dann viel Spaß. Ich bin fertig. Ja. Passt. Tschüss. Und du bleibst dabei bei Bin mir? mit heim. Ja, leider. Wir sind ganz wieder. Du hast ja noch Chancen. Genau, und jetzt war der vorher so, wird es gut. Ja, ich bin ein bisschen angefressen selbst. Weil der Name, ja, ich habe von Anfang an bin ich etwas schlecht und bin ein kleiner Ja. Gewinnertyp. Oder? Ja. Name, gell, Adrian? Kannst du dich noch erinnern, beim Mittagessen mal, habe ich auch mal ganz kurz. Ich habe den Namen vergessen oder irgendwie ganz falsch ausgesprochen. Ja, Ich bin so, okay, mir überhaupt zu oder nicht? ja, so am Anfang, was die Lustig. Audrey, ich hatte das erste Mal, dass ich Audrey gehört habe, muss ich auch zugeben. Ne? Und wusste nicht, also, Ich auch. und durch Kamera und Nervosität und so fragt man sich nochmal nach, wie war jetzt nochmal der Name, wie war der Name, sondern einfach so direkt gleich loslegen. Ja? Und am Anfang war es irgendwie so Andri, ich dachte Andri am Anfang so. Genau. Ja, Aber das war auch ziemlich für mich, weil die haben dich als Luffy, oder du hast dich selbst als Luffy vorgestellt und dann hat irgendjemand gesagt, ja, Michi und ich war so, hä, wer ist jetzt Michi? Keine Ahnung, ich war so verwirrt, also ist das noch ein Kandidat oder ist das der gleiche? Aber ich wollte nicht fragen, ich dachte, okay, ich sollte es eigentlich wissen, keine Ahnung. Also das war auch ein bisschen verwirrend mit den Namen, ja. ja, auf jeden Fall. Ja, das war sehr lustig. Hey. Du hast gewonnen! Alter, schau, was ich für dich gewonnen habe. Ein Herz. Ein Herz. Freut sie sich? Hab sogar einiges aufgeopfert, da ich hab mich voll hingehauen. Oh je. Also das war sehr intensiv, das Battle, ja. Hier, bitte sehr. Ja, gratuliere. Danke. Gratuliere. Schön, dass du dich ins Zeug gelegt Ja. hast. Danke. High five. Gut gemacht. Wunderbar. So, Ja. so stelle ich mir das vor. Genau. Und ich habe auch was für die mitgebracht. Ah, schau, Noch etwas Geschenk. aus- Wir haben alle außer dem Geschenke. Herz. Und zwar eine Kleinigkeit aus meiner Region, weil ich aus einem Weinviertel komme. Oh, Einen Weinviertler THC. Oha. Ich weiß nicht, ob du ein Weintrinker Habe ich bist, gesagt, er Natürlich. trinkt gern. Perfekt. Dann trinkt man so üblich in Weinviertel, ja. Und natürlich ist das jetzt nicht so gut, dass da Schürfe hat, aber eigentlich finde ich es schon gut. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich. Ja, hoffentlich liebt sie, Oh, oder? das sieht sehr ähnlich Ich aus. bin jetzt schon wie bei der unserem Philipp. nächsten Kandidaten, beim Benjamin. Benjamin, Hi Michelle, hi. wie geht's da? Ja, ist super. Gesichtszüge. Top. Bin aufgeregt, aber hab Lust auf ein schönes Date. Wann war der letzte Date? Darf man das so sagen? Vor 2-3 Tagen. Egal. Okay, also Okay. bist du wirklich auf der Vor Suche, 2-3 Tagen aktiv Date auf der gehabt. Suche. Ja, sicher. Bin jetzt doch 32. Und dann vergisst man schneller oder kann man schneller? Ja, will dann schon was Ehrliches auch haben. Hast du schon Kinder oder hat es schon eine Verlobung gegeben vielleicht? Verlogen nicht, aber ein Kind habe ich. Ja, okay, wie alt ist es? Eine Tochter, 8 Jahre. Auch. Aber das Kinder. und mehr soll Benjamin Annalisa selbst erzählen. Ja, der Hi. hatte Chancen. Genau, ein Kandidat, na bumm. Ja, super. Hi, Benji. Hallo, Hi. ich bin Annalisa. Hi, Christi. Hallo. Hallo, servus, der Lukas. Hi. Ja, ich hätte gesagt, Jungs, gehen wir mal eine Runde. Ich will Ja. das ja mal ausnutzen, wenn ich so viele Männer habe, die um mein Herz kämpfen. Genau. Was hast du heute so mitgebracht?
Wer bist denn du? Ja, ich bin der Benjamin, bin 32 und selbstständig als DJ, als Musiker. Und wie lange machst du das schon? Ja, jetzt schon das 15. Jahr. Wolltest du was sagen? Ich wollte nur sagen, dass du auch DJ bist. Das war so eine Gemeinsamkeit. Aber ich wollte dich auch fragen, wie war das für dich, wenn wir zu dritt gegangen sind? Weil es ist irgendwie unangenehm anzuschauen, dass jemand so ein bisschen dahinter steht und nicht so ins Gespräch ist. Also wie war das? Du warst ziemlich oft die dritte Person dabei. Ja, also für mich war es am Anfang, was das Hallo sagen, das ging. Also mit David war es überhaupt kein Problem irgendwie. Beim David. Da war es nicht, weil es war auch nicht so lange. Da haben wir einfach gedacht, ja, ich lasse einfach den anderen reden, weil wir haben schon viel geredet miteinander. Ich lasse jetzt einfach den anderen reden. Ne? Und beim Christian war es dann schon ein bisschen unangenehm, muss man sagen, weil es so lange war. Das sind wir ja ewig lang gegangen mit dem blöden Eis in der Hand und so. Da war es schon so, was sollen wir jetzt reden? So, es war einfach so, hä, jetzt soll er reden, soll ich reden? Oder war schon ein bisschen, das war schon ein bisschen unangenehm mit Christian. Ich stimme dir 100% zu und ich war so dankbar, dass du dabei warst, also besonders beim Christian, weil ich wusste auch gar nicht, was ich noch sagen soll. Den Weg vom Eischiel, wie heißt es? Eisgeschäft zum Eissalon, das war so lang und es hat angefangen zu regnen und ich wusste irgendwann nicht mehr, was ich sagen soll, weil er hat auch nicht so viel gefragt, denke ich, und ich habe mir dann überlegt, okay, was kann ich dann noch fragen oder noch sagen? Und ich war so dankbar, dass du dabei warst, weil du hast dann irgendwann mehrere Fragen gestellt oder immer was dazu gesagt. Und dann dachte ich mir so, okay, Gott sei Dank sind wir zu dritt und Laffy hilft jetzt mit dem Gespräch. Und das war so cool von dir. Ja, da habe ich ja versucht irgendwie, ja, irgendwie muss man ja Gesprächsthema finden. Ne? So, Ja, okay. ja cool. Von wo kommst du? Aber wurde ja auch viel auch rausgeschnitten, ne? Bei Christian. Wurde ja auch nicht viel gezeigt. Ich bin vom wunderschönen Wörthersee in Kärnten. Ah, cool. Da habe ich auch schon oft gespielt. Ja, da kann man gut auflegen. Ja, Vor allem jetzt im Sommer. Ja. Da gibt es genug Hotspots. Sehr cool. Ah, das sehe ich ja Schüttel. Das Ja. ist wieder Zeit zu zweit. Das heißt, wir zwei gehen wieder weiter, oder was? lieber Lukas, ich darf dich verabschieden und vielleicht sehen wir uns ja später. Ja, das Auf hoffe ich jeden auch. Fall Ja. nehme ich jetzt noch einmal den Ja. Benjamin mit. Aber Schade. mein Herz nehme ich mir trotzdem mit. Ja, Bis dann. das erinnert immer an mich. Ja. So, Tschüss, Los bitte. geht's. Upsasa. Upsasa. Ach, das Da hat er schon. Der hat schon da, so eine Flasche Wein hat er schon intus. Ehrlich. Also ich muss sagen, es ist ja nicht nur das Optische, auch wenn ich ihn seit 3 Minuten kenne, aber er ist auch schon 32, das heißt, er ist in einer ganz anderen Lebensphase wie ich. Aber das kann sich ja jetzt eben noch ändern, je nachdem, was er jetzt dann so erzählt. Weil wenn man als DJ unterwegs ist, man meistens ja auch noch eher so eben ein Party machen. Also bin ich da gespannt, was da noch so kommt. Ja, sie ist am Wörthersee, da Genau. bin ich auch oft. Also, Top-Voraussetzung, würde ich sagen. Und du bist wahrscheinlich sportlich auch sehr unterwegs. Ja, wandern. Du gehst ja noch gern feiern, gell, Audrey? Jetzt Halloween. Wie sehr betrunken warst du zu Halloween? Ja, also ich gehe ab und zu feiern, muss ich sagen. Ja, ein bisschen betrunken am Halloween, aber das darf man ein paar Mal im Jahr. Ja, warst Und du, wer, machst wer, du noch? wer war die, ganz kurz noch, wer war die betrunkenste an dem Abend zu Halloween? Warst du es? Also, na, ich nicht, Gott sei Dank. Aber ich habe verschiedene Getränke mitgebracht und ich habe auch also Jello-Shots. Hast du die irgendwann noch probiert? Ja, kenne ich. Ja, die. Die vorher gemacht und mitgebracht und ich habe schon viele selbst gegessen, getrunken. Aber also ich glaube, ein Freund von mir war der betrunkenste. Ich habe diesen Insta-Video gemacht und da am Ende war eine Freundin von mir und die war als Lord Farquaad von Shrek Ja, habe ich gesehen, gekleidet. Es war so lustig und am Ende hat es so ausgesehen, dass sie die betrunkenste war. Aber ich glaube, wir waren alle auf dem gleichen Niveau. Kann Alle man sagen. gut dabei, ja. Sehr schön. Ja, bei mir, weil du gefragt hast, ich trinke eigentlich gar nicht mehr so viel. Ab und zu ja, aber zum Beispiel jetzt, wenn ich DJ bin, trinke ich nur alkoholfreies Bier. Ja, finde ich Ja. gut.
Kampfsport, Fitness. Kampfsport. Boah, Genau. Was Kampfsport. machst du denn für einen Kampfsport? MMA. BJJ heißt es. Bitte was? BJJ. DJ. BJJ. Hab ich Geht's? noch nie gehört. Das ist so wie Judo in der Art, nur Kannst eher du mir da mit was Würgegriffe. sagen? Was mit Würgegriffe? Okay, nein, das sagst du mir jetzt lieber nicht. Sonst Karate mache ich auch oder habe ich halt gemacht. Kann ich da auch gerne was sagen. Hm? Ja, passt, machen wir gleich was. Ja, Sag gell? einmal. So, einfach herstellen. So. Genau. Und Du haust mir jetzt weg, Hanna. nein, nein. Ja, ja, war das wär's jetzt. Gescheiter Faust. Einfach mal eine Und reinhauen. dann Aus dem Schlag, Nichts. der muss so sein. Ja. Genau, und dann kannst du wechseln. Genau, eigentlich locker. Muss ich da mit Und dann hast du atmen, auch so- oder? Ja, Richtig. und du kannst ja scheinen. Okay. Okay, genau. Okay. Und dann gibt es eben ein Ding, Abwehr. Schlag, Was, wohin? Mit der da? genau. Muss ich die auch dann so zurück? Abwehr. Okay. Genau, so Abwehr, dann gibt's die Abwehr, geht. Aha. Brauchst du das in deinem Alltag als DJ? Also, Wenn du mal mehr auf die Bühne kommst Nicht. und dann. Aber Aber? ich kann aufpassen auf eine Frau. Ah ja, Das ist gut. das ist schon mal gut. Das ist schon so meine Aufgabe. Als Mann, ich finde das gestandener Mann, der gehört so, dass er die Frau beschützt. glaubst du, ich kann dich beschützen, Audrey? Auf jeden Fall. Mit Oh. einer Sonnenbrille kann er jede Frau beschützen. No. Auch da schaut, dass alles gut läuft. Geile Sonnenbrille. Also Das ich weiß, stimmt. dass ich mich selber verteidigen kann und keinen brauche. Alle Aber Sonnenbrillen, ich gell? Ich hatte keine Sonnenbrille. Wir hatten alle keine Sonnenbrillen auf, oder? Du hattest eine mit, aber. Also ich hatte meins dabei und wir haben die dann für die Vogelscheuche benutzt. By the way, ich hatte so viel Angst, dass wir die, also die waren ganz neue Sonnenbrille und ich hatte Angst, dass wir die dann brechen oder irgendwie, weil das, ja, das war ziemlich schnell mit dem Vogelscheuche-Beziehungstest. Ja, aber ich hatte die immer dabei, aber dachte, dass das nicht so gut aussieht, also Voll. auf dem Kamera. Ich dachte, ich bleibe einfach im Rucksack. Voll. Ich Bin nicht, ich bei wenn dir. einer das anbietet. Aber deswegen würde ich ihn jetzt nicht nehmen, sagen wir es mal so, weil er Judo kann. Also für mich ist das die Entscheidung schon getroffen, aber ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht kommt ja noch was. Ja, das, was kommt, ist ein Beziehungstest, Okay, let's den ich go. für die beiden vorbereitet habe. Bin ja gespannt, wo wir da jetzt so hingehen. So 2 coole Tests schon gehabt. Einmal Sommerrot. Nee, was war das andere? Okay, nein, malen. Einmal Das malen. lasse ich dir jetzt gleich da. Dann kannst du das das halten. Bisschen kompliziert. Warum kompliziert, wenn es einfach auch geht? Ja? Ich nehme mein Herz wieder mit, das wollte er anscheinend nicht. Ja, sehr fein, das kannst du gleich mitnehmen da zum Sitzen. Nachdem ihr da jetzt eine längere Wanderung hinter euch habt, dann kommen wir jetzt zu eurem Beziehungstest. Komplimente Zum sind ja Essen haben wir was nichts gekriegt, gell? Unbezahlbares. Ich habe schon öfters gesehen, die haben jetzt öfters schon so Snacks und so bekommen. Wir haben da eigentlich so Trauben und so hast du nicht bekommen, gell? Also ich habe ein paar kleine Snacks, also hinter den Kamera bekommen. Ja, aber jetzt nicht, Aber jetzt nicht- nicht in der Show selbst. Wahres. Ja, nicht in den Show. Ja. Und so wie Diamanten auch unter Druck entstehen, möchte ich euch jetzt ein bisschen Druck entgegenbringen. Ihr dürft euch gegenseitig anschauen und die Hände nehmen und euch 30 Sekunden anschauen und den Tag ein bisschen reflektieren. Und danach habt ihr 1 Minute Zeit, euch gegenseitig jeweils 5 Komplimente zu machen. Spannend. Mal ganz was Ganz Neues. wichtig, abwechselnd und nichts wiederholen. Wunderbar. Wie romantisch sich die beiden in die Augen sehen. Naja, wenn Ja, sie einander kann nun auch noch unangenehm genügend sein, ha? Komplimente machen, bekommen sie diesen So Geschenk. unangenehm. Ja, ne? Von Kann mir. unangenehm sein. Jetzt mal 1 Minute in die Augen 30 schauen. Sekunden geschaut. Ihr seid schon so verliebt ausgeschaut. Komplimente sind immer lockerer mit ein, zwei Bier. Die Österreicher immer trinken. Ja, wird so auch geglaubt, sage ich mal. 1 Minute habt ihr Zeit. Ich finde das mit den Augen sehr schön. Vielen lieben Dank. Ist mir von Anfang an eigentlich gleich aufgefallen. Das hört sich Ich find jedes, bei jedem, ne? Augen hört es überall. Das jetzt einmal voll gezeigt hat, was für Tiefe du hast und das halten wir das auch. Nein, ist gut, wenn man es darf. Ja, schön. Das ist so mit Risiko, dass du Ruhe ausschaust. Das ist wichtig und cool. Richtig cool, so hinten stößt, das ist so als Kontrast, wo wir zu Nietzsche da sind. Ja, und Alex, das coole, schöne Date. Das finde ich voll wertschätzend, dass du gerade sagst, weil das ist, finde ich, einer der wichtigsten Dinge, die man haben kann. Dankbarkeit und wofür du mitten im Leben stehst und Ja, dass krass. du Dinge wertschätzt.
noch 10 Sagt Sekunden. danke fürs Date. Ja, vielen Dank, dass du mir erzählt hast, dass du eine Tochter hast. Das ist auch total eine wertschätzende Geste, dass du mir das anvertraut hast. Wichtig, ja. Also natürlich ist es eine Drucksituation, weil die Person noch nicht so gut kennt, gleich mal 5 Komplimente rauszuhauen. Oder sich wirklich stark Gedanken davor gemacht habe, immer schwierig. Und wie man es 4 habe ich hingekriegt, aber das 5. halt nicht. Es war sehr romantisch, aber leider habt ihr den Beziehungstest nicht bestanden. Boah, man muss Schade. 5 Komplimente in einer Kommen wir Minute. zur alles entscheidenden Frage. Ja, Nicht geschafft. mit mir gehen. Wollt ihr weiter Na. miteinander gehen? Stark. Bitte einmal jeweils ankreuzen. Ja oder nein? Top Secret. Ich habe keinen Plan mehr. Erstens musst du mir spontan 5 Komplimente geben. Beziehungstest. Na, nicht. Okay, Audrey, chill mal. Na, ich muss erst sagen, bevor die Beziehungstestfrage, bevor die Entscheidungsfrage. Die erste Komplimente, die er gegeben hat, also Benjamin hat ein paar Komplimente gegeben und die waren alle sehr oberflächlich, Ja, aussehen bedacht. denke Ja. ich. Die waren Augen, Outfit, was lächeln oder so, keine Ahnung. Also Ja. ja. Und die hat dann, Annalisa hat gesagt, ja, du strahlst Ruhe aus, du bist in die Tiefe gegangen und ihre Komplimente waren so tief. Also die waren tiefgründig. Und dann hat er so ein bisschen mehr gegeben. Aber ich glaube, am Anfang spürt man diesen Unterschied. Das ist ja auch ein bisschen unangenehm. Ja, so sind wir Männer auch manchmal, ne? So, wir sind halt schon sehr oberflächlich, ne? So im ersten Moment so, oh ja, schöne Ja. Augen, oh, schöne Zähne, oh, guter Körper. Wie der Lukas, ne? War Top-Körper. Sehr sportlich. Besser als der natürliche Körper. Das lasse ich jetzt nicht. Das ist anyway. Ja, schauen wir mal. So, danke dir. Ich glaube, nein. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Sie hat ja schon 2 Männer. Also der Benjamin hat sich Jetzt für noch dich einen dritten, entschieden. Annalisa, du hast Nein angekreuzt. Ja. Deswegen, wir müssen uns leider oder dürfen uns jetzt Alles von dir gut. verabschieden. Ja. Ja. Du findest sicher noch deine Traumfrau. Ja. Ja, unfair, ne? Der Benjamin, was ist der andere, der Philipp, glaube ich, hat er geheißen, oder Lukas, keine Ahnung. Der durfte Bungee-Jumpen, also Paragleiten. Ne? Und der Benjamin, der durfte jetzt einfach nur Komplimente geben. Armer Junge, kann jetzt nach Hause Vielen gehen. Dank, Perfekt. hat mir aber trotzdem voll gefreut, Sehr. dass du dir die Zeit genommen Gern. hast, mit Na, mir zu danke, ja. gehen. Ciao. Ciao. Baba. Danke dir. Papa, nimmst du Tschüss. den Rucksack, den darfst du nicht vergessen, Ja, deinen genau. Rucksack. Ja, und wir gehen weiter ins Finale. Ja? Schaut uns an, wann wir gehen. Finale. Dann haben wir ja noch 2, oder? Das werden wir sehen. Ja, ich glaube, sie hat schon einen sehr anstrengenden Tag gehabt, natürlich. Und Ist so zum anstrengend, Schluss oder? ist immer schwierig reinzukommen. Dritter Was Tag. natürlich nicht Ja. immer so einfach ist, ist einfach so eine Ablehnung, jemanden anderen zu geben. Vor allem, wenn der andere sich für einen entscheiden wird oder hat, dann ist es schwierig. Aber ich habe es trotzdem gemeistert und bin froh, dass ich es so gemacht habe, weil das meine ehrliche Meinung dazu war. Und dann würde ich das nicht wollen, wenn ich da Ja sage und das aber nicht so meine. Finale. Oh, Bist ready? I'm Finale. ready. Ja. Oh. Ready, settle. Und schon bereit, dich zu entscheiden für einen Na. von den beiden? Noch gar nicht. Also vom Finale erwarte ich mir ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk der Gefühle. Bin auf jeden Fall gespannt, was da noch so auf mich zukommt und wie sich auch die anderen Kandidaten entscheiden. Wow, da schaut es ja schon Wow, super aus. schöne Location. Ha? Das ist schon sehr schön hier. Also, Das ist echt cool. keine Ahnung, wie die darauf gekommen sind. Also mit dem Boot fahren war auch cool. Stimmt. Hallo Jungs. Grüß euch, hallo. Darf ich mich da positionieren? Wie geht's euch? Ja, super gut. Einen leichten Sonnenbrand? Ja, Sitzt weiter ihr Sonne, schon der länger Koch, ja. Wir warten schon ein bisschen, ja. Wie schaut's denn da mit dem Wein aus? Was Da war? ist der Wein, mein Lieber. Sonne, der Koch. Was war? Er Was? ist. Also schau auf den Lukas an. Er hat vorhin starken Sonnenbrand gekriegt. Oh, I see, voll hier, hast du gut gesehen? Ja, voll, krass.
Okay, ja, wir warten schon ein bisschen. Ja, super gut. Einen leichten Sonnenbrand. Ja, Jetzt weiter geht Sonne, schon der länger Koch, Boah, ja. Wir warten komplett schon ein bisschen, ja. Wie verbrennt. schaut's denn da mit dem Wein aus? Reißt den Wein an, mein Lieber. Darf ich eigentlich gleich jetzt zu dir? Auf jeden Fall, den Passt, teile dann ich mit stoßen euch. wir auf. Er freut sich. Ja, zu Geschenk Sag bekommen, ja, den Lukas, hab ich der schon will. bekommen. Aber es ist Der der hat Bock. Lieblingswein vom Lukas. Genau, Also ja. ich freue mich drauf, den zu kosten und bin gespannt, ob der uns auch genauso schmeckt wie Ich dir. glaube schon. So, bitte sehr. Dankeschön. Na So, gut, dann stoßen wir an auf den 13. Tag Ja. heute. passt. Danke dafür. 13. Dank. Tag. Prost Aufs Leben. Auf die Kalorien, Und die wir auf heute die verbraucht Liebe. auf die Liebe, genau. Liebe natürlich. Danke, dass du ihn mitgebracht hast. Ja. Danke So auch. gut wie das schmeckt, schmecken auch Überraschungen manchmal. Und deswegen habe ich vielleicht noch ein kleines Zuckerl. Am Überraschung, Audrey, du kennst die Überraschung sehr gut. Aha. Wow, was kommt denn da? Lukas Noch 2.0. mehr. Das freut mich natürlich sehr. Hallo, ich bin Annalisa. Hi, ich bin der Grisi. Servus. Hallo, Chrissy. Hallo. Hi, servus. Grisi. Hallo, servus, Lukas. Ja, stimmt. Servus. Grüß dich, servus. Kennt ihr euch schon? Das hat jetzt so Nein, der Grisi. Ich wollte aber gleich euch den Weg freimachen, dass ihr jetzt 10 Minuten Zeit habt, euch kennenzulernen. Wow, wirklich? Auch österreichisch. Okay, sehr Schau. gut. Ja, Der Lukas hat mir einen Wein mitgebracht, den teile ich jetzt mit dir. Auch nicht schlecht, herrlich. oder? So komme ich auch dazu. Taugt mir. Das Beste kommt ja zum Schluss, sagt man immer so schön. Ja, schauen wir mal. Aber Ja, der schaut sympathisch aus, oder? Ja, Überraschung. Jetzt waren Ja, dann sind wir mehr. Ja. Und was haltet ihr davon? ich fand's gerade komisch, weil die Ja, ich weiß, ich hab gesehen, die schau. hat das so gemacht. Und ich denke mir so, ist das entweder gut, der gefällt dir, oder so. Aber Lukas, was sagst du? Ja, weiß nicht, ob er in den 10 Minuten das performen kann, was wir in der Zeit. Ja, schwierig, ist unmöglich. Überraschung Vollgas geben, kann nicht ja. gewinnen. So beginnt man doch ein Date, oder? ja, so In 10 soll's sein. Minuten. In 10 Minuten ist es unmöglich, dass die Frau das Herz erobert. Ist unmöglich. Jetzt gleich ein bisschen leichter von der Hand. Cheers! Ja, dann cheers. Also du warst der Chrissy, gell? Ja, genau. Perfekt. Also ich freue mich da jetzt noch ein 4. und wirklich letztes Date zu haben. Ja. Was treibt die denn da so her? Daher, ja, ich suche ja die wahre Liebe natürlich. Aha. Deswegen bin ich ja heute da, gell? Aber generell bin ich halt gerne in die Berg. Und deswegen, Ja, ja, da schöne Gegend, sympathischer, aus mir noch schaut nicht sympathisch Oberzogen, aus. sage ich mal. Ich bin ja von Oberösterreich. Ah, okay. Von wo denn genau? Oberösterreich. Ich bin eigentlich der Nähe Wels, könnte man sagen. Genau, aber ich studiere jetzt seit knapp ein Jahr in Innsbruck. Ah ja, was Genau. studierst du denn dort? Architektur mache ich dort. Das kann man in Innsbruck studieren. Ich habe gedacht, das ist eher Ja. so sportmäßig dort. Ja, Sport ist Freizeit. Ah ja, Das ist ein deswegen Studium bist du wieder. nach Innsbruck gezogen. Genau, voll. Und, ja, ich hab mir eine Kleinigkeit überlegt. Also? Oh, zwar- über was kommt jetzt? Dadurch, dass ich halt Architektur studiere und das eigentlich ganz witzig gefunden habe, habe ich da einerseits ich habe ein kleines Geschenk für dich. Das ist jetzt nichts mit Studium zu tun. Oh, Der Kollege da. der passt ja voll zu meinem Ja, ich hab's halt sehr stark, das passt ja perfekt. Wow, wie findest du das Geschenk, Audrey? Wenn ich dir das geschenkt hätte? So süß. Das ist echt süß von ihm. Süß, gell, ist wirklich süß. Finde ich auch. Wirklich. Gutes Geschenk. Er sieht so typisch Innsbruck aus. Das habe ich mir gerade gedacht. Er wohnt in Innsbruck und das ist so Innsbruck. Yes, 100%. Fix, haben wir ausgedacht. So in die Richtung geht es auf jeden Fall. Voll. Ja. Okay, wie du Aber ich habe mir gedacht, Stimmt, wenn komplett. du Lust hast, Aha. könnte man quasi unser zukünftiges Traumhaus miteinander planen, so gar einmal. Ja, lass Wenn das es für voll die gerne passt. machen. Also zeichnen kannst du und ich sag, was ich will. Genau, Rutsch einmal her, genau. da den Wein einmal auf deine So. Seiten da um. Ja, ja. Ich glaube, das war Den mein darf man Glas und nicht macht vergessen. nichts. Das ist mein Favorit Schau, bis jetzt. schau, jetzt geht's schon näher. Aha. Also ich hätte gern ein Flachdachhaus. Das hätte Okay. ich gern. Bist du da nicht mit einverstanden? Ein Flachdachhaus. Ja, also nur Ah. ein Stock quasi. Okay. Was Also ist so ein deine Bungalow Vorstellung? quasi. Also ein Stock finde ich cool. Ja? Das ist eine super Idee. Aber ich bin halt nicht so der Fan von einem Flachdach. Okay. Ich habe mir gedacht, man könnte, wenn man wirklich will, das Ganze so ein bisschen künstlerisch, so organisches Dach machen. Also sprich, Passt, mach. Solange es nur einen Stock hat, wenn, bin solange ich es dabei. ein Stock hat, bist du Ja, dabei. ich bin da nicht so Fangen wir gern da mal so stehen an. Was ist so dein Traumhaus, Audrey, wenn wir schon dabei sind? Ich glaube, da oben auf dem Berg, in der Nähe von Salzburg oder irgendwo mit Bergen. Und man kann so
ja, in der Nähe so Skifahren gehen und wandern gehen. Und man hat so ganz viele Fenster, also mit Sonnenlicht, sowas. Und bei dir, wie sieht's aus? Boah, bei mir, ich brauche nicht, keine Ahnung. Ich habe kein Haus. Also ich weiß echt, ich habe echt gar keine Ahnung bis jetzt, wo und wie. Ich glaube am ehesten noch, in der Nähe vom Meer. So, Okay. so weißt du, das, wo ich halt surfen kann. So, das wäre halt schon nice. So, wo ich halt eine Küche habe, Küche mit allem drum und dran, wo ich halt auch kochen kann. So was wirklich alles Equipmentmäßiges. Ja, mehr brauche ich nicht. Und ein Bett. Schön. Ja, denke ich mal. Aber ich habe echt keinen Plan. Das ist so weit noch in der Zukunft bei mir. So. Machen da einfach mal so eine Freiformel. Ich würde gerne wissen, ob es in 10 Minuten funken kann. Kann das, glaubst du? Kannst du, glaubst, Adrian, in 10 Minuten, dass es funkt. Naja, Das ich sage mal kann so, sein. wenn wirklich, wenn es so ein einfach. Eyecatcher ist, wo du sagst, wow, und das trifft sich gleich alles und es harmoniert extrem, kann es auch in 5 Minuten, glaube ich, so sein, dass du sagst, wow. So, von der Lage hast du gesagt. So Also wie hier, Lagerung mag ich das genauso von den Weinen, wie ich das da habe. ja, Aber was hast du gemacht? die Lage vom Objekt, Ach also so. quasi den Grund. Muss ich von der Lagerung nochmal kosten. Ja. Ja, er schmeckt super. Der Lukas sehr gut ausgesucht. Also hat die 10 Aber Minuten in schon 10 vorbei. Minuten? Ich glaube schon. Geht's mal schauen. Ja, sollen wir mal schauen gehen? Ja? Scheißt du uns da sogar an unser cooles Bangerl her vom Date, oder? Ja, da wo wir uns kennengelernt haben. Genau, wo wir uns kennengelernt haben, so soll Ich es hätte sein. gesagt, wir nehmen die einfach genau mit in unser Traumhaus. Die nehmen wir mit, ja, Ja. freilich. Das habe ich mir auch so vorgestellt, weil sonst. Oder bist wir du einfach stellen sie einfach. Boah, bist du so kriminell unterwegs, oder wie? Nein, aber ich Boah. hab's gern abenteuerlustig. Ja? Ja, und deswegen und actionreich. Hörst du auf, du erschreckst. Entschuldigung, aber das sind schon 10 Minuten. Boah, Ja, müssen wir runterschauen? schalt einfach rein. Das ist gefährlich. Ja. Aber der ist echt lieb. Glaubst du, ist das von der Regie? Na, oder? Hat er da von alleine das gemacht? Ich glaube, er ist einfach nur den Tipp und der will die Aufmerksamkeit auf sich haben. Und, weißt du, was ich meine? Also er will alles machen, sodass die Aufmerksamkeit und nicht auf die andere Krass. Leute. Ja, ja. Also das war wirklich von ihm einfach so Hörst du auf, du ein erschreckst. Impuls. Entschuldigung, Ja. aber das sind schon 10 So Minuten. wie der Impuls war, Ja. dass ich die Ukulele nehme, war sein Impuls, dass er jetzt schreit. Ja, müssen wir runterschauen gehen? Sonst wird er uns zu gefährlich. Ja. Aber der ist echt lieb. Der passt da super rein. Sogar die Ja, ich find auch. Augenbrauen sind hellblau, Ja. genau wie mein Wie der Bulle. Jäckchen. Ah, die Augen passen auch schon fast, weil er ist da die Augenbrauen, also blau und du hast, glaube ich, blaue Augen, gell? Ja, auch. Ja, so blau-grün ein bisschen. Er passt Die perfekt, Augen. oder? Also das hast du echt sehr gut ausgesagt. Ja, Bin ich begeistert. so soll es sein. Anscheinend funkt's. 10 Minuten hat es geheißen, mein Lieber. Nein, aber mir gefällt voll dein Style, Ja. dass du Bisschen da nervös ist so er. auch farbenfroh unterwegs bist. Ja, klar. Du auch. Wir haben auch Sag beide eine lässige, schnelle Brille. Ja, ja, die schnelle Brille, die Also darf die, man mit nicht der vergessen. schnellen Brille fahre ich überall hin. Wirklich? Sicher. Wir sind Drahtstanden, das ist auch Wahnsinn. Na, das haltest nicht aus, gell? Ungeduldig bist du ein bisschen Ich mehr. will auch quatschen ein bisschen so. Also die Überraschung war Mal sehen. der liebe Yoshi. Der hat jetzt nicht den Office. Liebe, ist gut. Sehr gern. Und sie wirkt da sympathisch, muss ich sagen. 21, Die Chancen, aber die er ich ist mir jünger. ausrechne, also 3 ich Jahre, würd er ist sagen, jünger das als Gespräch war schon ganz gut. Da war bei dir Das auch hat kein eigentlich Problem. gepasst. Ich glaube, das hat halbwegs harmoniert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sie nochmal sieht. Dann gehen wir los. Gehen wir los. Ich hätte daher. gesagt, wir nehmen den Bade in der Nehmen wir Hand. so, ja. Ja. Oh, süß. Die haben schon Was Kind haltest du denn miteinander. davon, wenn da so unser Traumhaus steht? Ja, da wäre eigentlich eher super Lage. Ja. Also, Würdest du sagen, da so hin? wenn man da ja das Gebäude dann so hat, die Seite, dann quasi nur Sonne hat, ohne Schatten, wäre schon herrlich. Das heißt, da ist der Pool. Genau, da ist der Pool da. Und wo steht unser Bankerle da? unser Bankerle, der Pool, ich glaube, da wäre irgendwo herrlich. Ja. Sollen wir nur Bild machen? So einen Ja. Future Baugrund. Ma, das ist eine gute Idee. Querformat. Ja, Querformat und 05. Und 5, Ja. herrlich. Und Haben wir- mit der Schnellbrille. Okay. was Ja, uns mit heute der nicht Schnell so gut ja, warte, passt. dann macht man schnell dann matcht ihr das quasi, oder? Gute Idee. So. Geh schon mal an. Ja, süß, die zwei. Ah, Oh, das war direkt her. das ist So cool. da haben wir. Okay, so machen wir Hat das. mich gefreut. Absolut, gell mal? Los Weiter geht's. Ich sag nur, mein Traumhaus steht nächstes Jahr da. Ja, fix. Und jetzt geht's ab zum Finale. Ja. So, jetzt aber die Entscheidung. Grüß euch. Hello! Hallo! Hallo. Das waren aber Immer- keine 10 Minuten. Was nicht. ist das? Wollte gerade hier? sagen. Also, er ist schon rauschig, Alter. Er ist schon pumpt.
zu. Ja. Das waren aber gar nicht 10 Minuten. Was Ne? ist Der hat schon raus, der hat schon seine zweite Flasche intus. Ja, da Das gehen ist sie nicht einmal 2 Achtel mehr aus. Ja. Das ist eine leichte Eifersucht. Ja, das, Anfälle hier. Dankeschön. Aber es geht irgendwie Schau, spurlos ich geb bei euch dir vorbei, den. ha? naja, Schon Nachbar vor meiner na Engel. gut, danke. Ich sag's euch, Na, ist das was Leben nicht? nicht herrlich? Ja, Also Erst bei mein mir ist- Glas und mein Leben ist na voll. bitte. Was ist das, sie oder er? Das ist ein Das Yoshi, ist oder? ein Yoshi. Ja, das ist Und können wir bitte darüber reden, wie perfekt er zu meinem Zur Outfit Farbe, ja. passt? Ich hätte dir auch noch was für dich eigentlich, was zu deiner Legging passen würde. Ja, wo ist es? Ja. Nur drüber reden, da waren wir schon beim Boah, sein nächsten. Mein Geschenk. Rucksack. Wo ist dieser Da ist er Rucksack? gut, Der ist ja. immer irgendwo, dieser Rucksack. Oh, er hat das gleiche Problem wie ich. Gleich in einer Minute bei mir. Zauberst ihn her. Ja, ja. Du, und wie war's? Ich habe einen Architekten kennengelernt, der eine Idee mitgebracht hat und der uns unser Traumhaus gerade gezeichnet hat. Und der Puls erhöht sich. Ruhig bleiben. So, Rucksack. Das bin ich Der hat es geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Er ist Michelle schlau. wollte ich schon sagen. Annalisa, Du kannst ich habe gesagt, wenn ich auf einen Engel triff heute, dann kriegt auch einen Engel von mir. Bitte schön. Wenn das überhaupt der Engel ist. Annalisa Leute, hat boah. heute auf dem Berggipfel nicht nur Höhenmeter Also eiskalt. Sagt Engel. Bitte schön. Wenn das überhaupt der Engel ist. Oh, Annalisa hat heute auf dem Berggipfel nicht nur Höhenmeter gesammelt, sondern auch Herzen. wer wird wer gewinnen? Audrey, ganz schnell, wer gewinnt? Schwer zu sagen. Also ich glaube, wir haben das Gespräch vom Chrissy nicht so ganz gesehen. Vielleicht ist es gut gelaufen, aber Philipp ist auch ziemlich laut. Und ich glaube, gefällt das die Annalisa vielleicht auch nicht. Also ich würde sagen, entweder Philipp oder Chrissy. Philipp Ich glaube, oder- Lukas ist ein bisschen zu ruhig, Annalisa. Welcher ist jetzt dein Favorit? Wen würdest du jetzt wählen von den dreien? Ich? Ich glaube, das kann sein, dass ich Philipp wählen würde, aber ich glaube, er ist so ein Red Flag jetzt, dass ich jetzt sehe, okay, bitte nicht. Vielleicht so der vierte dann, Chrissy. Der Ich glaube, der Überraschung. ist der beste Entscheidung, beste Ja. Choice. Ja, Was sagst du? ja, ich würde jetzt auch die Überraschung einfach nehmen. Aber er ist jung, er ist 21, das ist wieder Red Flag. Eigentlich, ja, wahrscheinlich von den Kandidaten, ja, trotzdem den letzten. Der ist doch der sympathischste. Ja. Kommt am Ende Glaub ich das auch. ihre. Aber sind alle lustig, sind alle gut. Sind alle Wenn man super. absammeln, nicht kontrollieren, ob ihr das Richtige angekreuzt habt. Hey, nicht Spechtel. Nein, nicht so. Nein. Dankeschön. Das ist zu spannend, Watkins. Ist ja auch noch da. Ja. Wie denkst du, hat sich der Philipp entschieden? Boah, Wärst du das jetzt selber Ja. beantworten, wie du dich entschieden hast? das würde mich aber jetzt auch interessieren. Ne? Also ich glaube auf jeden Fall, dass er ein Ja gegeben hat. Warum denkst du das? Das glaube ich schon. Naja, warum denn eigentlich nicht? Du bist ja deiner Mutige. Sache sehr sicher. Also gehst du davon aus, dass du 3 Matches hast? Also ich gehe davon aus, dass ich 3 Matches habe, ja. Dann Trommelwirbel, oder? Und der Philipp Trommelwirbel. hat sogar mit einem Herzchen. Oh, Ja. schau, war ich mir sogar ganz sicher. Also, wir haben 3-mal ein richtiges... Also jetzt hätte ich gerne ein volles Glas, aber yeah, Das ist auch gleich leer. Ja. Ja, richtig cool. 3 Da Matches. freue ich mich auf Weil jetzt bin ich jeden Fall. gespannt. Nicht schön. Ich schäbe. Anscheinend haben die letzten 10 Minuten Na schau. richtig gefunkt. Also, Ja, dass auch der die dann Überraschung. baut ein zukünftiges Haus mit dir. Ja. oder was? Er hat mir ja schon Das ist ja mitgebracht. Was ist denn los? 10 Minuten. Ja, die Überraschung, die sind wild. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ja, trink was. Irgendwas. Hallo, kriege ich bitte am Arm? Ja, ich wollte auch gerade sagen, hey, müssen wir ja schon förmlich machen, das freut mich. Ja, schön. Schön. Ja, ist Schau doch nur fair. mal rüber zum Balkon, schau nur mal rüber zum Balkon, gell. Gratuliere. Also, gebe ich aber auch gratuliere.
Gratuliere. Dankeschön. Schön. Trotzdem cool, dass ihr mitgemacht Ja, habt. das war Ja, hat wirklich Spaß gemacht. Gleich gehen. Lass auf die jetzt dabei schon, ja. Du kannst hier mein Glas nehmen. Genießt es. Ja, was? Nehmt so den Sonnenstrahlen mit. Ich beruhige jetzt mal die Buben. Ja. Viel Spaß. Ja, aber ist das schon leer da, der Wein? Ja, meins ist tatsächlich das, Nein, aber was die da liegt. Flaschen. Ah, die Flaschen meinst du? Ja, Ja, ist auch schon leer. Ja, die haben haben wir es gut komplett gelernt, was weggesoffen. Okay, Michelle, wir tun einen aufteilen. Philipp, Lukas, für euch gibt es noch. Leider haben wir euren Deckel heute nicht gefunden. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Und wenn Ja. du auch so einen Traumtag Das war's genießen wieder. möchtest, dann bewirb dich jetzt bei Willst du mit mir gehen? Ja, schön. Ja, super. Von TV Friends und ORF. So. Ja, Adrian, Ende. das war's. Ja, was sagst du allgemein zum Konzept? Willst du mit mir gehen? Hast du jetzt schon mehrere Folgen angeschaut oder wie schaut das bei dir aus eigentlich? Ich bin eher ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Also ich habe das auch mit ein paar Freunden besprochen und wir haben alle ein paar Folgen angeschaut. Ich habe bis jetzt alle angeschaut. Ich mache das weiter. Also ich finde es ziemlich interessant, aber nur weil ich dabei war, glaube ich. Ich finde es ein bisschen zu kurz. Also man kann die verschiedenen Kandidaten und auch die Hauptsingle nicht so richtig kennenlernen. Also man weiß nicht so viel über Annalisa. Und man muss ja irgendwie wissen und raten, wie sie dann für die Kandidaten entscheidet. Ich glaube, das ist allgemein ja ein bisschen zu schnell und zu kurz. Also Ja. meine Meinung. Ja. Was sagst du? Ja, das Thema ist halt trotzdem so, überhaupt weil es jetzt 8 Folgen sind, ich merke, ich habe ja auch alle Folgen jetzt schon angeschaut und es ist trotzdem, es wiederholt sich trotzdem, ne? So, es ist schon immer trotzdem, Dating, die reden immer dasselbe Topic und so. Also ich finde allgemein das Konzept, wie sie es machen und so, finde ich cool, so mit den Interviews und dass sie da was machen. Ja. Aber ich verstehe auch viele, also auch Freunde haben zu mir gesagt, sie schauen sich das halt an und ja, nach so 20 Minuten wird ihnen halt langweilig. Ne? Ja, habe ich auch gehört. Ich glaube, das ist eher so jetzt der Trend, dass Leute schauen Shows wie Love is Blind sehr gerne an, weil man kann die verschiedenen Charaktere und Kandidaten ziemlich viel kennenlernen. Also man hat den Eindruck, dass man kennt diese Leute und die Personen und deswegen schaut man das immer noch an, weil ich will wissen, Ja. wie das entwickelt, aber in so einer Show kann man das nicht sehen, wie das sich weiterentwickelt oder was die nach dieser Folge machen. Und es ist so am Ende, okay, stopp, jetzt wissen wir gar nicht, was mit Annalisa und Chrissy passiert ist. Und das ist ja als Zuschauer nicht genug, glaube ich. Ja, ich finde auch, ich glaube auch, es wäre cool, wenn sie wirklich sagen würde, eine Staffel mit denselben Leuten sozusagen. Also wirklich so, dass sie sagen, also vielleicht, genau, so dass sie einfach sagen, so, das ist ja okay, da ist jetzt eine Staffel, da hat man jetzt 10 Kandidaten und die lernen sich kennen oder so. Keine Ahnung, irgendwie halt so, ja, so wie Love Island oder keine Ahnung, halt nur trotzdem so in diesem Konzept halt. Nicht jetzt alle in ein Haus sperren oder so, sondern ja, macht es ein bisschen spannender, glaube ich. Aber trotzdem eher, ich glaube, viele ältere Damen schauen das gerne oder halt ältere Leute auch, glaube ich, in ORF oder so, diese Zielgruppe, die schauen das gerne, was ich so mitbekommen habe. ja, Es ist das nett. auch cool. Ich finde es nett, ist nett. Kann man sich schauen. Ja. Ja. Ja, denke ich auch. Ich schaue die andere Folge sicher an. Ich glaube, da kommen noch 3 Folgen. 2 oder 3. Da gibt es ja. insgesamt. Ne? Und ich schaue die sicher an, aber ich verstehe auch, wenn andere Leute das nicht so interessant finden. Aber ja, ich würde es auch sehr gerne nochmal machen. Also nicht besonders, dass sie mit mir gehen, aber ich glaube, so dieses Erlebnis war super cool. Das war echt cool, dabei zu sein.
Auf jeden Fall finde ich auch. Ich meine, siehst du, ich fange jetzt an, ich mache jetzt Livestreams und sowas. Ne? Es ist ja der Start gewesen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, das Ganze. So, ja, Ja, so ja. voll da, ja. Ist eine coole Sache. Na gut, hey Audrey, dann würde ich mal sagen, hey, vielen, vielen Dank, dass du da dabei warst heute. Ja, Danke für die Einladung. blöd gelaufen, dass ich das mit der Aufnahme ein bisschen verkackt habe am Anfang. Weil genau das Wichtigste, genau das Interessante, weißt du, was ich cool schneiden kann oder so, genau das habe ich nicht aufgenommen. Also YouTube hat es trotzdem noch gespeichert, also man kann es trotzdem noch anschauen, aber halt wahrscheinlich kann ich halt nicht zusammenschneiden. Das ist ein bisschen das Blöde dran. Aber sehe ich dann eh, das ist jetzt das Problem des Zukunftslafis. Ja, Ja, aber das schaffst du irgendwie. ja, irgendwie. Aber auf jeden Fall danke, dass du da dabei warst, dass du da mitgemacht hast. Es waren auch viele Leute dabei jetzt am Anfang. Auch, ja, auch danke, Orti, dass du noch dabei bist bis zum Schluss. Die Mama war ja auch dabei. Also viele Leute waren dabei. Es war sicher interessant für denen. Und ja, es ist natürlich jetzt lang. Jetzt sind wir auch schon seit 3 Stunden fast da. Ne? Ja, das stimmt. Ja, danke nochmal, dass ich dabei sein konnte und das hat mich richtig gefreut. Ja, und viel Spaß noch mit dem Livestreams. Ich hoffe, dass das ja irgendwie noch wächst und weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Mal schauen. Schritt für Schritt. Jetzt machen wir das fertig und dann schauen wir weiter. Es gibt ja noch so vieles nur zu machen. Ich muss das mal schneiden. Ja, hey, Audrey, danke. Ich beende jetzt den Stream. Hey, danke fürs Zuschauen und du kannst noch bleiben im Discord. Ich beende nur einfach mal den Stream. Hey, danke euch und ich wünsche euch heute einen schönen Abend. Hab euch lieb. Hey Mama, Bussi und schlaft's gut. Ciao, danke. Okay, ciao.